Ja, ich bin in der eigentümlichen Situation, dass ich jetzt einen Vortrag halten werde, wo der Mußebegriff eine große Rolle spielt. Also da werde ich ziemlich viel Zeit drauf verwenden, mich aber selber gar nicht so in dieser gleichen Verfassung fühle, weil ich ein bisschen angeschlagen bin. Ich hoffe, dass man das nicht so oft hört. Also ich werde wahrscheinlich ab und zu mal husten müssen, weil ich noch so einen gewissen Husten mit mir trage. Ja, ich werde auch das, so wie bei dem ersten Vortrag, diejenigen, die damals da waren, erinnern sich vielleicht im klassischen Sinne einer Vorlesung bestreiten, nämlich auch mit einem Manuskript. Einfach deswegen, weil ich nur so halbwegs sicherstellen kann, dass ich mit der doch anspruchsvollen, schwierigen Argumentationskette, die ich Ihnen präsentieren möchte, auf eine halbwegs geregelte Weise durchkomme, auch in der nötigen Zeit. Wenn man das alles spontan so entwickelt, ist die Gefahr, dass man sich so ein bisschen verheddert, doch ziemlich groß. Gegenstand meines Vortrags ist eine bestimmte Theorieperspektive auf das bedingungslose Grundeinkommen. Sie ist für die bisherige Diskussion, denke ich, eher ungewöhnlich, bietet aber in meinen Augen ein besonderes Potenzial zu bestimmen, was ein bedingungsloses Grundeinkommen, das ich jetzt im weiteren Verlauf BGE kurz abkürzen werde, was es aus der Empfängerperspektive bedeutet. Denn ich denke, dass diese Perspektive die Grundlage für alle weiteren Fragen ist. Ja? Was kennzeichnet eine Theorie? Eine Theorie versucht, mit Hilfe der Sprache Zusammenhänge möglichst in wörtlichen Sätzen darzustellen, die man als solche meist nicht sinnlich wahrnehmen kann. Insofern besteht bei einer guten Theorie die Chance, dass man mit ihrer Hilfe etwas sehen kann, was man sonst nicht sehen würde. Eine gute Theorie wird aus den verfügbaren Erfahrungen und Erfahrungsdaten erschlossen. Die Theorieperspektive, die ich Ihnen hier präsentiere, wurde ganz in diesem Sinne nicht einfach frei konstruiert, sondern sie ist insbesondere das Ergebnis von fallanalytischen Forschungsbemühungen in den Sozialwissenschaften. Da Theorien auf die Darstellungsfunktion der Sprache angewiesen sind, spielen dabei Begriffe und ihre Bestimmung eine große Rolle, etwa jetzt wie in diesem Falle der Begriff der Muße. Kommen wir zu der erwähnten Hauptfrage. Was bedeutet ein BGE aus der Empfängerperspektive? So viel scheint von Anfang an klar. Die Besonderheit eines BGEs besteht darin, dass es seinen Empfängern bedingungslos eine basale ökonomische Lebensgrundlage zur Verfügung stellt. Es bleibt also der freien Entscheidung dieser Empfänger überlassen, was sie damit anfangen. Bisher besteht für jeden Erwachsenen die Notwendigkeit, sich seinen Lebensunterhalt durch Erwerbsarbeit zu verdienen, in Anführungszeichen, wenn kein größeres Vermögen von den Eltern geerbt wurde. Und wer seinen Lebensunterhalt nicht verdienen kann, der fällt in die Stigmatisierung der Arbeits-Losigkeit, bei der schon die Sprache unmissverständlich macht, dass es sich dabei um einen negativen Zustand handelt. Ein BGE bedeutet für seine Empfänger vor diesem Hintergrund eine grundsätzliche Autonomisierung von der Notwendigkeit der Erwerbsarbeit. In der Grundeinkommensdiskussion wird dieser grundlegende Punkt oft auch so ausgedrückt, dass ein BGE die Möglichkeit verschafft, zu bestimmten Arbeitsangeboten oder auch zur Erwerbsarbeitssphäre generell Nein zu sagen. Nun handelt es sich bei dieser grundlegenden Bestimmung allerdings nur um eine negative Bestimmung, die zum Inhalt hat, was mit der Einführung eines BGEs nicht mehr gegeben ist: der Erwerbsarbeitszwang und die damit in Verbindung stehende Stigmatisierungswirkung der Arbeitslosigkeit. Ich habe in meiner wissenschaftlichen Arbeit schon früh gelernt, dass es für die Zwecke einer guten Theorie nicht ausreicht, sich bei der Analyse mit solchen negativen Bestimmungen einer Sache zu begnügen. Man sollte vielmehr versuchen, einen Gegenstand auch in seiner Positivität zu charakterisieren. Da habe ich mich zum Beispiel auf dem Feld der Religionssoziologie darum bemüht,
einen fallanalytischen Beitrag zur Erforschung der Säkularisierung moderner Subjekte zu leisten, der diesen Transformationsprozess nicht nur negativ als Verfall thematisiert, sondern vor allem auch analysiert, was entsteht, wenn Religion vergeht. Man gelangt wissenschaftlich zu einem deutlich anderen Säkularisierungsverständnis, wenn man Fälle analysiert, die in ihrer Lebensführung und in ihren leitenden Glaubensvorstellungen tatsächlich als säkularisiert gelten können und den Säkularisierungsprozess sozusagen positiv verkörpern. Als wenn man lediglich nachverfolgt, was durch den Säkularisierungsprozess alles verloren geht, wegbricht. Letzteres war leider über viele Jahrzehnte die vorherrschende Forschungsperspektive in der Religionsforschung. Erst in den letzten 10 Jahren hat sich das ein bisschen verändert. Der Versuch der positiven Bestimmung der strukturellen Bedeutung eines BGEs für das Leben seiner Empfänger hat mich zunehmend zu dem Begriff der Muse geführt. Mit ihm lässt sich meines Erachtens gut auf den Begriff bringen, wie man so schön sagt, welche Lebenssituation mit einem BGE bei seinen Empfängern entsteht. Nämlich eine Lebenssituation, in der alle Bürgerinnen und Bürger strukturell über die Möglichkeit der Muse verfügen. Zumindest solange sie nicht je individuell das Pech haben, von einer Muse zerstörenden Krankheit geplagt zu werden oder eine pathologische Unruhe in sich zu tragen. Das bringt mich dazu, die Einführung eines BGEs als Demokratisierung der Muse zu bezeichnen. Etwas genauer wäre die Formulierung Demokratisierung der Verfügbarkeit der Muse. Von Demokratisierung spreche ich deswegen, weil die strukturelle Verfügbarkeit von Muse gesellschaftlich sehr ungleich verteilt ist. Ein Umstand, der in der sozialen Ungleichheitsforschung leider noch immer nicht den Stellenwert einnimmt, den er meines Erachtens eigentlich verdient. Hier steht in meinen Augen regelrecht ein Paradigmenwechsel aus, der die Verfügbarkeit von Muse als Fluchtpunkt konstituiert, auf den die soziale Ungleichheitsforschung eigentlich alle Dimensionen, die bisher auch eine Rolle spielen, ausrichten müsste. Muse ist etwas, ohne das Bildung, ein weiterer Grundbegriff, den ich hier verwende, in dem umfassenden, genuinen Sinne, wie er schon Wilhelm von Humboldt vor Augen stand, nicht möglich ist. Insofern bedeutet die Einführung eines BGEs aus einer bildungstheoretischen Perspektive geradezu eine Revolution. Denn mit der Demokratisierung der Muse entstünde sozialstrukturell für alle die Voraussetzung für genuine Bildung im Sinne Humboldts, und zwar über die gesamte Lebensspanne hinweg. Angesichts der enormen Beschleunigung des Strukturwandels in Wirtschaft, Arbeitswelt, Politik und Gesellschaft und angesichts der damit verbundenen Anpassungsleistungen in Anführungszeichen, die zukünftig von uns allen durch fortwährende Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Veränderungen unser ganzes Leben hindurch abverlangt werden, erscheint mir dieser Punkt für die Grundeinkommensdiskussion ausgesprochen wichtig zu sein. Was bisher unter der Überschrift des lebenslangen Lernens verhandelt wird und auch schon seit gut 20 Jahren, denke ich, mittlerweile verhandelt wurde, erscheint mir im Kontrast dazu als völlig unzureichend und auch ausgesprochen naiv. Zum Begriff der Muse. Ich werde Ihnen kurz erläutern, wie ich diesen Begriff im Kontext der Theorieperspektive gebrauche, um die es mir hier geht. Ich hege dabei die Hoffnung, dass dieser analytische Begriffsgebrauch tatsächlich auch Wesentliches der alltagssprachlichen Begriffsverwendung trifft und in einen erhellenden Deutungszusammenhang rückt. Das Wort Muse verweist alltagssprachlich offensichtlich auch auf eine Art Gemütszustand, der sich dadurch auszeichnet, dass wir uns nicht bedrängt fühlen und uns vor diesem Hintergrund zum Beispiel in Ruhe mit einer Sache beschäftigen können.
Das Wort verweist allerdings genauso auf die entsprechende Situation, in der man über einen großen Freiraum verfügt und nicht unter Handlungsdruck steht. Wie sich darin aus meiner Sicht andeutet, verweist das Wort insgesamt betrachtet auf eine spezifische Praxis, die sich dadurch auszeichnet, dass man sich sowohl in einer müßigen Lage befindet, als auch einen entsprechenden Gemütszustand annimmt und in dieser Einheit von äußerer und innerer Verfassung die zur Verfügung stehende freie Zeit unbedrängt und selbstbestimmt mit irgendwelchen Tätigkeiten füllt. Dass Muße in erster Linie eine Praxis ist und auch als solche bestimmt werden muss, ist keineswegs selbstverständlich. Man stößt immer wieder auch auf die Tendenz, den Mußebegriff auf einen psychischen Zustand zu reduzieren. Solche subjektivistischen Verkürzungen haben gerade in Deutschland, finde ich, eine lange Tradition. Als Praxis unterscheidet sich Muße grundsätzlich von Tätigkeiten wie Ausruhen, Entspannen, Erholen, Zerstreuen, die immer wieder mit Muße verwechselt werden. Wer sich erst ausruhen muss, ist aber gerade nicht in einem ruhigen, müßigen Gemütszustand. Wer müde und erschöpft ist, befindet sich vielmehr in einem Zustand der Bedürftigkeit. Bedürftigkeit bedeutet eine Form von Bedrängnis, also einen fremdbestimmenden Handlungsdruck. Wer sich ausruht, entspannt, erholt, zerstreut, gibt dieser Form von Fremdbestimmung nach. Erst wenn man ausgeruht und erholt ist, wenn das Bedürfnis nach Rekreation befriedigt ist, kann die Praxis der Muße überhaupt entstehen, sofern man dann weiterhin über freie Zeit verfügt. Wenn es sich tatsächlich so verhält, dann hat dies auch Konsequenzen für das begriffliche Verhältnis von Muße zu Arbeit und Freizeit. Das klassische Verhältnis von Erwerbsarbeit und Freizeit ergibt sich aus dem Rekreationsbedarf, den die Erwerbsarbeit immer wieder neu erzeugt und dem dann in der Freizeit nachgegeben wird. Über diesen funktionalen Zusammenhang springt das Fremdbestimmungsmoment der Erwerbsarbeit in die klassische Freizeitsphäre über. Das ist jetzt sehr kurz und sehr fast schon verkürzt ausgedrückt. Das Wort Hobby legt davon ein beredtes Zeugnis ab, bezeichnet es doch typischerweise nicht allein Freizeittätigkeiten, denen freiwillig außerhalb eines Arbeitsverhältnisses nachgegangen wird, bei denen auch kein professionelles Niveau beansprucht wird, sondern meist Tätigkeiten, die darüber hinaus ganz wesentlich auch der entspannenden Ablenkung und Zerstreuung dienen. Das ist ja auch so der etwas unernste Klang, der in Hobby mitschwingt. Und vor diesem Hintergrund gehören Erwerbsarbeit und klassische Freizeit, kultursoziologisch gesehen, beide der gesellschaftlichen Sphäre der Entfremdung an. Mit Karl Marx gesprochen, dem Reich der Notwendigkeit. Muße repräsentiert dagegen das Reich der Freiheit, jene Sphäre, in der selbstbestimmt und unbedrängt produziert oder auch rezipiert wird, um seiner selbst willen, das heißt um der Sache willen, der man sich widmet. Die Freizeit kann nun allerdings durch fortgesetzte Arbeitszeitverkürzung so stark ausgeweitet werden, dass sie irgendwann über das Maß hinausreicht, welches zur Rekreation benötigt wird. Ab diesem Punkt beginnt die klassische Freizeit in Muße umzuschlagen. Das gilt gesellschaftlich wie individuell. Insofern kann man den Mußebegriff auch über die Qualität von Zeit bestimmen. Muße ist jene frei disponible Zeit, die erst beginnt, wenn man sich vollständig erholt hat. Eine interessante historische Frage ist, ob der gesellschaftliche Umschlagpunkt von Freizeit in Muße in Deutschland historisch mit dem IG Metall-Streik von 1984 um die 35-Stunden-Woche erreicht worden ist. Jedenfalls hat die Epoche der schrittweisen Arbeitszeitverkürzung, die bis dahin ja
stetig angehalten hat, ihr Ende gefunden. Was bei einer Arbeitsgesellschaft auch nicht wirklich verwunderlich ist. Theoretisch wäre ja denkbar gewesen, dass das noch weitergeht und man sozusagen auch zunehmend Muße entstehen lässt, weil ungefähr ab diesem Punkt ist die Sache dann auch vorbei gewesen. Wichtig zu sehen ist, dass auch Arbeitslosigkeit wenig mit Muße zu tun hat. Arbeitslosigkeit bleibt, wie schon der Ausdruck preisgibt, vollständig an die Norm der Erwerbsarbeit negativ gebunden. Sie ist gesellschaftlich als ein bloßer Mangelzustand institutionalisiert, in dem man nicht mit einem positivierten Lebensentwurf sozusagen sesshaft werden darf. Wer sich lange in Arbeitslosigkeit befindet, lebt dementsprechend in einem dauernden Ausnahmezustand, in dem es keine vollgültige Anerkennung gibt. Dies bildet, wie ich finde, den ganz einfachen, der oft verunklart wird, mystifiziert wird, strukturellen Hintergrund dafür, dass die Situation der Arbeitslosigkeit psychisch sehr belastend ist. Sie erzeugt in paradox anmutender Weise selbst dann negativen Stress und macht perspektivisch krank, wenn man trotz Bewerbungen und Fortbildungen noch viel Zeit in der Woche übrig hat und einem vor lauter freien Zeit, Zitat, die Decke auf den Kopf fällt. Das ist ja eine Formulierung, die Langzeitarbeitslose tatsächlich auch oft benutzen, wie ich aus eigener Forschung weiß. Kaum etwas ist in der Sozialforschung so gut erforscht wie diese psychische Belastungswirkung der Arbeitslosigkeit, die genuine Muße gar nicht erst aufkommen lässt. Wie sich daran ablesen lässt, ist wirkliche Muße gesellschaftlich nur begrenzt verfügbar. Sie war historisch vor allem ein Privileg wohlhabender Schichten, insbesondere aristokratischer Kreise, später dann des Großbürgertums, paradigmatisch verkörpert in den britischen Gentlemen mit ihrer Lebensmaxime, nicht zu arbeiten, um zu essen, sondern zu essen, um selbstbestimmt und frei zu arbeiten, beziehungsweise einer sinnvollen Tätigkeit nachzugehen. Bis heute ist die Verfügbarkeit von Muße sozial sehr ungleich verteilt, weil sie ökonomisch voraussetzungsvoll ist, aber genauso auch von kulturellen Legitimationsstrukturen abhängt. Der Mußebegriff wird manchmal nicht genügend davon unterschieden, was man als Kontemplation bezeichnen könnte. In der mittelalterlichen Philosophie wurde gerne zwischen einer Vita activa und einer Vita contemplativa unterschieden. Vielleicht kennen Sie von Hannah Arendt das Buch Vita activa, das für die Grundeinkommensdiskussion ja auch eine große Bedeutung hat. Die knüpft als Philosophin an diese Unterscheidung der mittelalterlichen Philosophie an. Wie unschwer zu erkennen ist, geht es hierbei um die Differenz zwischen einem zweckgerichteten Praxisvollzug und einer Unterbrechung dieses Praxisvollzugs durch eine Reflexionsphase. Muße ist jedoch nicht einfach mit Reflexion gleichzusetzen. Auch das findet man manchmal. Ich beziehe mich zum Beispiel auf den Sonderforschungsbereich zum Begriff der Muße an der Universität Freiburg. Da wird sehr ausführlich über den Mußebegriff diskutiert. Da findet man diese schon genannten begrifflichen Unklarheiten, kann man da sozusagen studieren, dass das manchmal nicht ganz klar ist. Muße ist also nicht einfach mit Reflexion gleichzusetzen. Über Muße zu verfügen, ist zwar für eine Reflexionstätigkeit äußerst zuträglich, aber man kann die Praxis der Muße auch auf andere Weise füllen und gestalten als mit Reflektieren. Alle möglichen Tätigkeiten können im Prinzip immer auch in freier Muße um ihrer selbst willen ausgeübt werden. Das heißt, ohne äußeren Druck und Zweck, wie zum Beispiel den des Erwerbs des Lebensunterhaltes, der ja der Tätigkeit erstmal äußerlich bleibt. Wenn man nun aber eine Tätigkeit müßig, ausschließlich nach sachimmanenten Kriterien, aus intrinsischer Motivation ausübt, hat man dabei auch allen Grund, sie so sorgfältig auszuführen, wie es eben sachlich sinnvoll erscheint, und sich dazu die nötige Zeit zu nehmen, welche unter Mußebedingungen ja dann auch zur Verfügung steht. Man hat ebenso allen Grund,
sich bei der Ausübung der Tätigkeit immer wieder auch reflexiv damit auseinanderzusetzen, wie man sie noch besser ausführen könnte. Das heißt, die müßige Ausführung einer Tätigkeit führt aus ihrer intrinsischen Logik heraus automatisch zu einer Dynamik der Kultivierung dieser Tätigkeit. Insofern kann man sagen, dass die Praxis der Muße zwar nicht mit Kontemplation bzw. Reflexion gleichgesetzt werden kann, aber sie führt aus ihrer inneren Logik heraus, wie von selbst, auch zu einem hohen Maß an Reflexivität und Auseinandersetzung, selbst dort, wo von der Tätigkeit her eine praktische Aufgabe im Vordergrund steht. Wie man daraus schon ersehen mag, ist Muße die entscheidende Voraussetzung für genuine Bildungsprozesse. Vielleicht eine These, über die diskutiert werden kann. Zumindest in dem umfassenden Sinne, wie er schon Wilhelm von Humboldt vor Augen stand. Humboldt war über sehr lange Zeit der intellektuelle Hauptbezugspunkt des deutschen Bildungswesens inklusive der Universitäten. Bis dann ab 1990, also das galt eigentlich wirklich ungebrochen bis zu der Achsenzeit 1990, als die DDR zusammengebrochen ist, auch der Ostblock. Und da brach dann das Zeitalter der Verbetriebswirtschaftlichung des Denkens, so könnte man das, finde ich, bezeichnen, an, mit seinem intellektuell wie praktisch ausgesprochen reduzierten Bildungsverständnis. Betrachten wir uns eine berühmte Textstelle aus Humboldts Schrift Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen. Der wahre Zweck des Menschen, nicht der, welchen die wechselnde Neigung, sondern welchen die ewig unveränderliche Vernunft ihm vorschreibt, ist die höchste und proportionierlichste Bildung seiner Kräfte zu einem Ganzen. Zu dieser Bildung ist Freiheit die erste und unerlässliche Bedingung. Allein außer der Freiheit erfordert die Entwicklung der menschlichen Kräfte noch etwas anderes, obgleich mit der Freiheit eng verbundenes, Mannigfaltigkeit der Situation. Eines der berühmtesten Humboldt-Zitate, finden Sie sehr oft zitiert. Nicht umsonst. In diesen Zeilen zeigt sich nicht nur, dass bei Humboldts neuhumanistischem Bildungsverständnis der Mensch im Zentrum steht, dessen Kräftigung oder neudeutsch gesprochen Empowerment, und zwar auf eine Weise, die ihn ganzheitlich bildet und nicht nur spezifisch oder spezialistisch. Vielmehr zeigt sich hier auch, dass Humboldt dabei sehr entschieden der Auffassung war, dass Freiheit hierfür die entscheidende Voraussetzung ist. Darauf möchte ich im Folgenden näher eingehen. Auf die erwähnte Mannigfaltigkeit der Situationen gehe ich dagegen nicht weiter ein, weil mir deren Bedeutung ziemlich offensichtlich zu sein scheint. Die Aussage, Freiheit ist die erste und unerlässliche Bedingung genuiner Bildung, verweist bereits unmittelbar auf Muße, sofern man dabei gewärtigt, dass Muße geradezu der Inbegriff von Freiheit ist. Muße zeichnet sich als Praxis dadurch aus, dass man ganz bei sich ist und bei der Sache, der man sich vollkommen selbstbestimmt widmet. Daher kann man mehr oder weniger synonym sagen, denke ich, Muße ist die erste und unerlässliche Bedingung genuiner Bildung. Es ist klar, dass dieses Bildungsverständnis bereits zur Zeit Humboldts überwiegend privilegierte, wohlhabende Kreise beeinflusst hat, obwohl es gar nicht Humboldts Intention war, dieses Bildungsideal auf Eliten zu beschränken, wie das folgende Zitat zeigt. Das höchste Ideal des Zusammenexistierens menschlicher Wesen wäre mir dasjenige, in dem jedes nur aus sich selbst und um seiner selbst willen sich entwickelte. Klingt das nicht implizit schon ein bisschen nach einem bedingungslosen Grundeinkommen? Zumindest gibt es an der betreffenden Textstelle keinen Hinweis darauf, dass Humboldt hier lediglich an die Zeit des Heranwachsens dachte und nicht auch an die Lebensspanne als Ganze. Klar ist, dass erst ein BGE, in ausreichender Höhe natürlich,
das Humboldtsche Bildungsideal von seinem faktischen Zusammenhang mit einer Position der gesellschaftlichen Privilegiertheit befreien würde. Deswegen spreche ich im Hinblick auf das BGE von einer Demokratisierung der Muße oder der Verfügbarkeit der Muße. Humboldts Aussage, Freiheit ist die erste und unerlässliche Bedingung genuiner Bildung, ist noch in einer weiteren Hinsicht bemerkenswert. Wenn man sich nämlich klar macht, dass die substanzielle Autonomie ohne Bildung nicht zu haben ist und insofern Bildung zur Autonomie führt, dann wird der sozusagen dialektische Charakter der Aussage deutlich. Autonomie steht darin am Anfang als auch am Ende des Bildungsprozesses. Wie kann das sein? Auf den ersten Blick mag dies wie ein Widerspruch klingen, aber das ändert sich, sobald man konkretisiert, um welche Autonomie es jeweils geht. Am Anfang steht die noch ungebildete Autonomie. Für sie ist allein maßgeblich, dass sich ein Subjekt aus intrinsischen Motiven frei entscheiden kann und entscheidet. Es ist darin gleichwohl noch unerfahren und weiß nicht, was es bedeutet, sich so oder so zu entscheiden. Das ändert sich dann durch den Bildungsprozess, der eine gebildete Autonomie hervorbringt, bei der das betreffende Subjekt neben erworbenen Kenntnissen, Wissensbeständen usw. vor allem auch erfahren hat, über welche Handlungsoptionen es verfügt und was es bedeutet, sich so oder so zu entscheiden. Dieses Augenmerk auf die Autonomiegenese als einer Prozesslogik unterscheidet Humboldt und einige seiner Altersgenossen von der älteren Aufklärungsphilosophie, die im Hinblick auf die Autonomie-Thematik noch vergleichsweise abstrakt und programmatisch geblieben ist. Ein Verständnis der Autonomiegenese erweist sich jedoch für die Grundeinkommensdiskussion als entscheidend, wie ich denke. Denn im Allgemeinen können wir aus der Gegenwartsperspektive, das ist jetzt ein Beispiel, um das zu untermauern, was ich gerade gesagt habe, nicht wirklich sicher voraussagen, was wir mit unserem Leben tatsächlich anfangen würden, wenn uns ein BGE und mit ihm die Möglichkeit der Muße dauerhaft zur Verfügung stünden. Dafür wäre die Veränderung der Lebenssituation für die meisten von uns einfach zu grundlegend und zu neuartig. Insofern haben die in der Diskussion gerne herangezogenen Perspektivumfragen, die Menschen befragen, wie sie sich nach Einführung eines BGEs verhalten würden, zum Beispiel ob sie weiterarbeiten würden, wissenschaftlich gesehen nur eine begrenzte Aussagekraft. Man kann das auch so formulieren, was man denkt, dass man tut, wenn man ein BGE hat, und was man dann in der neuartigen, ungewohnten Lebenssituation mit BGE tatsächlich tut, ist zweierlei. Wir stoßen hier auf einen Aspekt des BGEs, über den in der Diskussion eher selten gesprochen wird. Ein solches Grundeinkommen würde eben nicht einfach nur die Logik des gesellschaftlichen Zusammenlebens grundlegend verändern und nach einer gewissen Eingewöhnungszeit tickt die Gesellschaft dann von da ab einfach anders. Vielmehr ist davon auszugehen, dass das BGE auch längerfristig als ein Faktor des sozialen Wandelns wirken würde. Denn erst nach und nach würden Erfahrungen damit gesammelt, was das Leben mit BGE praktisch im Einzelnen bedeutet. Ganze Generationen würden unter seinen Vorzeichen neu heranwachsen und sich sicherlich noch viel tiefgreifender darauf einstellen, als es den zum Einführungszeitpunkt Erwachsenen möglich wäre. Vor diesem Hintergrund lautet meines Erachtens die entscheidende Frage der Grundeinkommensdiskussion, die auch für die Finanzierungsdiskussion letztlich die entscheidende Frage ist, weil es dabei am Ende auf die dynamischen Veränderungen ankommt. Können wir Bürgerinnen und Bürger uns im Allgemeinen zutrauen und zumuten, dass wir mit den großen, neuartigen Autonomiespielräumen, die uns ein BGE je individuell verschaffen würde, auf eine vernünftige und gesellschaftlich verantwortungsvolle Weise umgehen lernen?
Oder bestehen hier triftige Gründe zur Skepsis und zum Zweifeln? Um sich einer Antwort auf diese Frage zu nähern, braucht man zunächst eine Theorie der Autonomiegenese, wie ich denke. Und ich werde Ihnen nun kurz skizzieren, zu welcher ich durch meine Forschungsaktivitäten gelangt bin. Ich nenne sie eine dialektische Theorie der Autonomiegenese, weil ich dabei an die Tradition des dialektischen Denkens des Philosophen Hegel anknüpfe, der sich noch intensiver als Humboldt, als Altersgenosse aber, mit der Logik von Prozessen beschäftigt hat. Diese Theorie bildet in meinen Augen auch den Kern einer Bildungstheorie, bei der es meines Erachtens letztlich eben auch um die Autonomisierung im Kern geht. In dieser Theorie entsteht Autonomie durch Vollzug. Das bedeutet, man bildet sich zum autonomen Subjekt, indem man von seiner Autonomie Gebrauch macht. Also autonome Entscheidungen trifft und darauf folgend Erfahrungen sammelt, durch deren Rekonstruktion man schließlich zum autonomen Subjekt im substanziellen Sinne wird. Wie sich hier schon andeutet, ist der Erfahrungsbegriff für die dazugehörige Bildungstheorie noch wichtiger als der Wissensbegriff. Die vielleicht als trivial erscheinende Grundaussage, Autonomie entsteht durch Vollzug, hat handfeste Konsequenzen, die dann, denke ich, nicht mehr so trivial klingen. Die erste lautet, wo kaum Autonomiespielräume vorhanden sind, kann sich auch keine substanzielle Autonomie bilden. Man kann dies auch so ausdrücken, Autonomie wächst an und mit ihren Herausforderungen. Wer also Menschen in ihrer Autonomisierung unterstützen möchte, kommt nicht umhin, ihnen entsprechende Spielräume zu geben bzw. zu lassen. Das ist eine andere Theorie als auch eine verbreitete Theorie der Autonomiegenese, die, bevor die Menschen autonom entscheiden können, versucht, ihnen vorher irgendwelche Wissensbestände quasi einzutrichtern, sodass sie beim ersten autonomen Entscheiden schon gleich vernünftig richtig entscheiden. Das halte ich für eine nicht wirklich konsistente Theorie. Bei Heranwachsenden setzt dem natürlich die Fürsorgepflicht der Erwachsenen Grenzen. Das möchte ich bei dieser kurzen Bemerkung belassen, auch wenn da viel noch zu sagen wäre zu diesem Punkt. Aber der Zusammenhang als solcher, darauf kommt es mir an, wird dadurch eben nicht außer Kraft gesetzt. Menschen Autonomiespielräume einzuräumen, bedeutet natürlich auch nicht, sie bei der Wahrnehmung ihrer Autonomie allein und sich selbst zu überlassen. Anteilnahme und Unterstützungsangebote sind kein Widerspruch, auch manchmal ein verbreitetes Missverständnis, wie ich finde, sondern es ist nur vernünftig, also auch entsprechende Hilfsangebote zu machen. Entscheidend ist, dass die Annahme von Hilfe wiederum, soweit dem nicht Ausnahmetatbestände entgegenstehen, es gibt auch da immer wieder auch Ausnahmesituationen, auf freier Entscheidung beruht und nicht aufgedrängt wird. Übrigens ist auch vor diesem Hintergrund die Behauptung, ein BGE sei eine Stilllegungsprämie, dieser Ausdruck ist ja schon mehrfach hier in Diskussionen aufgetaucht, mit der sich BGE-Befürworter der solidarischen Verpflichtung gegenüber Arbeitslosen entledigen wollten. Ein ganz unsinniger Vorwurf, mit dem faktisch ein paternalistischer Arbeitszwang gerechtfertigt wird. Auf die Bedeutung von Vertrauen für die Autonomiegenese verweist der von Götz W. Werner gerne zitierte Spruch des preußischen Beamten Johann Gottfried Frey, der zeitweise Mitarbeiter des Freiherrn von und zum Stein war. Also Sie finden im Internet manchmal auch diesen Spruch als dem Freiherrn von und zum Stein direkt zugeordnet. Das ist aber ein Missverständnis, der stammt von diesem Johann Gottfried Frey. Zutrauen veredelt den Menschen, ewige Vormundschaft hemmt seinen Reifen. Also hier geht es ja unmittelbar um ein Vertrauen in die Autonomie. Wo zwar Autonomiespielräume vorhanden sind, aber die Menschen sich diesbezüglich mit Misstrauen begegnen, werden der Autonomisierung Steine in den Weg gelegt. Aus dieser Perspektive war der von Gerhard Schröder 2001
geführte und durchgesetzte Sozialmissbrauchsdiskurs, also damals wurde das unter dem Begriff der Faulenzer-Debatte verhandelt, wie sich vielleicht einige erinnern werden, aus dem er dann kurze Zeit später auch die Arbeitsmarktreformen der Agenda 2010 begründete, das war ja der Auftakt und der intellektuelle Bezugspunkt, verheerend und ausgesprochen destruktiv. Und der Politik fällt es bis heute schwer, das in aller Klarheit zu realisieren. Schon für die Sozialisation ist ein Autonomiezutrauen ein entscheidender Faktor bei der Autonomiegenese. Beziehen wir an dieser Stelle wieder den Mußebegriff ein. Wenn Autonomie durch den praktischen Vollzug entsteht und dafür Autonomiespielräume nötig sind, dann bedeutet dies, dass Muße als Inbegriff von Freiheit hierfür die ideale Ausgangsbedingung darstellt. Und genau so wird es auch in dem biblischen Schöpfungsmythos des Buches Genesis über die Vertreibung der ersten Menschen Adam und Eva aus dem paradiesischen Garten Eden in mythisch anschaulicher Erzählform dargestellt. Dieser Schöpfungsmythos enthält eben in dieser mythisch anschaulichen Darstellungsform wesentliche Teile der dialektischen Theorie der Autonomiegenese, wie ich sie Ihnen vorgestellt habe. Im Grunde ist diese Theorie auch nicht neu, sie ist da schon vorhanden, sie findet sich auch beim Philosophen Hegel und es ließe sich auch noch eine Latte von weiteren Autorinnen anführen. Im Mittelpunkt steht, also bei diesem Schöpfungsmythos, die autonome Entscheidung von Adam und Eva, einen Apfel vom Baum der Erkenntnis zu kosten. Adam und Eva stehen zunächst als Unwissende zwischen Gott und seinem Gebot, nicht von diesem Baum zu kosten auf der einen Seite und der Schlange auf der anderen Seite, die Gott widerspricht, und zwar im Hinblick auf die Konsequenzen einer Gebotsmissachtung. Wobei sich beide Parteien, das ist auch ein wichtiger Punkt, wie ich finde, jeweils auf trickweiche Weise unklar ausdrücken. Sowohl Gott mit seinem Gebot drückt sich sehr unklar aus und lässt viele Fragen offen, genauso die Schlange. Jeder gibt nur so viel Preis, wie es so seiner Interessenlage irgendwie gerade so passt. Und mittendrin stehen eben in dieser intransparenten Lage Adam und Eva und sie fragen sich, was ist denn jetzt nun wirklich der Fall? Ja? Und da treffen sie dann die erste autonome Entscheidung überhaupt. Sie wollen selbst herausfinden, was tatsächlich passiert, wenn sie vom Baum kosten. Sie wollen es wissen. Der Vollzug ihrer autonomen Entscheidung, vom Baum zu kosten, setzt die Autonomiegenese als Prozess in Gang, bei dem sie dann eine Erfahrung machen und dann heißt es in der Bibel ja so schön, und ihnen gingen die Augen auf. Genau dadurch werden sie schließlich zu Menschen. Sie treten in den Zustand der Erkenntnis, der Nacktheitsscham, der arbeitenden Sorge um die Zukunft, der Kultur. Ausgangsbedingung dieses Prozesses war aber, das ist ein ganz entscheidender Punkt jetzt für die Muße-Diskussion, nicht Hunger. Sie haben sich nicht dazu entschieden, den Apfel vom Baum zu kosten, weil sie dabei von Hunger getrieben wurden. Könnte man ja glauben, weil es um einen Apfel geht, den man isst, gell? Könnte man ja auf die Idee kommen, es ging ja vielleicht um das Stillen von Hunger. Da sagt aber die Bibel ganz klar, dass es um was anderes ging. Das heißt, in der Übersetzung, die ich jetzt, an der ich mich bedient habe, da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, dass der Baum eine Augenweide war, und jetzt kommt es, und dazu verlockte, klug zu werden. Das ist der Punkt, der hier die Attraktion ausübt. Nicht die sinnlichen Qualitäten des Apfels als etwas, was einem den Hunger stillt oder sinnlichen Genuss bereitet, ne, sondern es geht um die Wissbegierde dabei. Und das in einer Situation der Muße in dem paradiesischen Garten, der schon als solcher Inbegriff der Sorgenlosigkeit ist und auf Muße verweist. Also im Grunde sowas wie Hunger gibt es ja im Grunde in diesem paradiesischen Garten nicht. Man braucht ja nur zugreifen. Dieser Zusammenhang lag auch einmal der Idee
der Schule zugrunde, zumindest dem Wort, denn das heutige Wort Schule leitet sich etymologisch vom altgriechischen Wort skole ab, das Muße bedeutet. Aber von Muße kann bei der heutigen Schule angesichts des gesetzlichen Schulzwangs und des Notendrucks und des Leistungsdrucks auch natürlich keine Rede sein, ja? Oder nur sehr bedingt. Vielleicht in der Projektwoche oder so. Kommen wir nun zum bedingungslosen Grundeinkommen zurück. Ein solches Grundeinkommen würde die Muße mindestens, wenn der Kreis nicht noch erweitert wird, allen Mitgliedern des betreffenden Gemeinwesens, das das Grundeinkommen zahlt, verfügbar machen. Und wegen der Zentralbedeutung der Muße für genuine Bildungs- und Autonomisierungsprozesse wäre es ein weitaus radikalerer Schritt hin zu einer gebildeten und auch freiheitlichen Gesellschaft als alles, was in den letzten 20 Jahren unter dem Schlagwort der Wissensgesellschaft verhandelt worden ist. Oder auch unternommen worden ist. Also geht ja nicht nur um die Diskussion, sondern auch das, was im Namen dieses Diskurses unter dem Schlagwort der Wissensgesellschaft praktisch in Szene gesetzt wurde. Die Frage des Autonomievertrauens ist hierbei, ich glaube, keine Glaubensfrage des jeweils präferierten Menschenbildes. Das ist auch ein Strang in der Grundeinkommensdiskussion, wo man manchmal so tut, als ginge es letztlich um das Menschenbild, das jeweils jeder so hat. Aber es gibt ja auch eine Möglichkeit, da die Empirie zu konsultieren. Und wenn die obige Theorie also die vorhin genannte Theorie der Autonomiegenese richtig ist, und sie steht als solche nicht nur der wissenschaftlichen Überprüfung offen, sondern ist selbst schon das Ergebnis von ausgreifenden Forschungsbemühungen, dann ist Autonomievertrauen kein naiver Glaube an die abstrakte Autonomiefähigkeit von Menschen, sondern ein Vertrauen auf die erkannte Wirkungsweise eines prozesslogischen Zusammenhangs der Autonomiegenese, auf einen Zusammenhang, der auf strukturelle Bedingungen angewiesen ist, die, wenn sie gegeben sind, eine Autonomisierung empirisch höchstwahrscheinlich machen. Die skizzierte dialektische Theorie der Autonomiegenese legt tatsächlich nahe, dass die Demokratisierung der Muße mit einem BGE Autonomisierungs- bzw. Bildungsprozesse auf erweiterter Stufenleiter regelrecht triggern würde. Und vor diesem Hintergrund lässt sich die Antwort auf die Frage, ob wir Bürgerinnen und Bürger es uns im Allgemeinen zutrauen und zumuten können, dass wir mit dem großen, neuartigen Autonomiespielräumen, die uns ein BGE je individuell verschaffen würde, auf eine vernünftige und gesellschaftlich verantwortungsvolle Weise umzugehen lernen würden, grundsätzlich mit Ja beantworten. Wir können zwar naturgemäß nicht wissen, was uns an Erfahrungsprozessen konkret erwarten würde, und solche Prozesse sind ja auch nicht immer nur Zuckerschlecken, also das können ja auch zeitweise schmerzhafte Erfahrungen sein, bis man so auf den vernünftigen Weg dann kommt. Aber wir können zumindest darauf vertrauen, dass wir mit unserer Autonomie an der Herausforderung der erweiterten Autonomiespielräume perspektivisch wachsen würden. Wir können zur Selbstvergewisserung, das ist ein weiterer wichtiger Punkt, wie ich finde, in diesem Zusammenhang, aber auch einen Blick in die Geschichte werfen. Denn die Autonomisierungsgeschichte ist ja schon alt und würde nicht erst mit dem BGE beginnen. Sie umfasst eine lange Kette von kleineren und größeren Schritten. Immer wieder gab es regelrechte Autonomisierungsschübe, durch alle möglichen Faktoren bedingt. Technische Entwicklungen können Autonomisierungsschübe einleiten, kulturelle Bedingungen, von verschiedenen Seiten kann so eine Erweiterung der Handlungsspielräume entstehen. Ein Autonomisierungsschub, ein sehr augenfälliger der letzten Jahrzehnte, ist eben der ab den 60er Jahren. War das ein großes Thema, ne? Wie Sie alle wissen. Sie scheinen diese ganzen Autonomisierungsschübe in der Geschichte und die Erfahrungen, die damit gesammelt worden sind, die vorgeschlagene Theorie zu bestätigen, wie ich finde, wonach die substanzielle Autonomie durch Vollzug an ihren konkreten Herausforderungen wächst. Insofern ist das mit dem BGE ein weiterer Schritt, aber auch nichts Neues, was die grundsätzliche Logik von
erweiterten Autonomiespielräumen anbelangt und der dadurch entstehenden Anpassung und Bildung eines neuen Niveaus auch von substanzieller Autonomie. In der Vergangenheit ist es uns immer wieder gelungen, uns mit neuartigen Autonomiespielräumen auseinanderzusetzen und eine halbwegs vernünftige Form von substanzieller Autonomie als Antwort darauf zu entwickeln. Warum sollte das nicht auch bei einem BGE wieder der Fall sein? Es gibt keinen vernünftigen Grund, daran zu zweifeln. Es gibt noch einen weiteren Strukturzusammenhang, der eine vertrauensvolle Perspektive auf die Dynamik eines Gemeinwesens mit BGE nahelegt. Sie hängt mit der sogenannten Sinnfrage zusammen. Sie merken darin meinen Forschungsschwerpunkt in der Religionssoziologie. Die Sinnfrage, wie sie in religiösen und säkularisierten Glaubensvorstellungen Thema ist. Diese Sinnfrage wird aus der Struktur der menschlichen Lebenspraxis aufgeworfen. Ich verstehe darunter die Frage nach dem Sinn des menschlichen Lebens als Ganzes, jedoch nicht in einer abstrakten kosmischen Weite, wie sie in manchen Religionen vorkommt und dann zum Beispiel auch in den 70er Jahren durch solche Satiregruppen wie Monty Python, Sie kennen das vielleicht, oder auch bei The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, also quasi ins Absurde geführt wird, wo dann die Sinnfrage so abstrakt gefasst wird, dass am Ende ein Supercomputer, der ich weiß nicht wie viele Jahre rechnet, die Zahl 42 errechnet und diese Antwort ist so abstrakt, dass da keiner etwas mit anfangen kann. Ja, Monty Python ist Sinn des Lebens, der Film, ja. Da geht es um ähnliche Themen. Sie scheinen die vorgeschlagene, also ich verstehe diese Sinnfrage anders, nämlich in einer, nicht in dieser abstrakten, kosmischen Weite, sondern sehr viel nüchterner, entzauberter und konkreter. Ich verstehe darunter die spezifische Frage nach dem Sinn eines konkreten menschlichen Lebens angesichts seiner Endlichkeit. Unsere Lebensentwürfe beantworten diese Frage auf die individuelle Weise. Sie liefern darüber vermittelt auch den Rahmen für konkretere Sinnfragen, die sich in der Lebensführung stellen. Generell repräsentieren Sinnkonstruktionen das Medium der intrinsischen Motivation. Dementsprechend bedeutsam erscheinen sie mir für die Grundeinkommensdiskussion, ebenso für eine bildungstheoretische Perspektive, die ja nach Humboldt eben auf diese intrinsische Motivation auch ganz angewiesen ist. Sinnfragen stellen sich grundsätzlich im Medium der durch Sprache vermittelten Reflexion und die Frage nach dem Sinn eines konkreten, endlichen Lebens als Ganzes wird vor allem durch die Tatsache aufgeworfen, dass am Ende des einzelnen Menschenlebens der Tod als Inbegriff von Negativität steht. Ein Faktum, dessen Eindringen in das Bewusstsein kaum zu verhindern und zu vermeiden ist. Was bleibt von der Positivität des konkreten menschlichen Lebens, des endlichen menschlichen Lebens übrig, wenn es am Ende in diese Negativität geradezu mündet? So die potenziell beunruhigende Frage, die strukturell aufgeworfen wird. Eine positive Antwort darauf ist nur möglich unter Rekurs auf etwas weiter Existierendes, im Hinblick auf das in Frage stehende konkrete Leben auch noch über den Tod hinaus als sinnvoll und, wenn man so will, bleibend positiv erscheint. Die Sinnfrage, von der ich spreche, stellt sich also immer je konkret und auch nur an der Nahtstelle der Endlichkeit eines menschlichen Lebens, eines konkreten Lebens, zu etwas Fortdauerndem, das sozusagen den Tod sinnhaft transzendieren hilft, also den Tod dieses konkreten Menschen auch. Ja. Diese Sinnfrage muss nicht zwingend bis hinauf in kosmische Höhen, quasi philosophisch und religiös beantwortet werden. Das ist genau der Gegenstand dieser Karikaturen in den 70er Jahren. Für die Lebenspraxis reicht es vielmehr ganz pragmatisch aus, wenn in einem Lebensentwurf auf eine glaubwürdige Weise eine sinnhafte Verbindung der eigenen endlichen Existenz zu etwas weiter Existierendem hergestellt wird. Unter den Vorzeichen der fortgeschrittenen Säkularisierung
kommen hier vor allem andere Menschen, die Familie, das Gemeinwesen, die Menschheit meinetwegen als säkulare Formen von Transzendenz und Jenseits in Betracht. Vor diesem Hintergrund lässt sich ein einfaches Gedankenexperiment durchführen. Stellen Sie sich jemanden vor, der angesichts seiner heute stark entfremdeten Arbeit und seiner Sozialisation dem Selbstmissverständnis aufsitzt, er würde bei Einführung eines BGEs nur noch am Strand liegen und das Leben sozusagen unproduktiv genießen. Die Angst haben ja manche Kritiker des Grundeinkommens. Und dann kommt tatsächlich der Tag, an dem ein BGE eingeführt wird. Was passiert nun? Der Betreffende wird wahrscheinlich zunächst einmal tun, was er sich zuvor schon vorgenommen hat, mit dem Arbeiten aufhören, sich an den Strand legen und Ähnliches. Aber wie geht es weiter? Wenn die mit der Sinnfrage angedeutete Theorie richtig ist, wäre eine bohrende Sinnkrise die unvermeidliche Konsequenz. Nicht sofort, aber nach einer gewissen Zeit. Zu Anfang mag es nämlich eine Zeit lang noch sinnvoll erscheinen, sich auszuruhen, es sich gut gehen zu lassen, um die zurückliegende, entfremdete Arbeit auf Distanz zu bringen. Aber irgendwann kommt dann der Zeitpunkt, ab dem der Rekreationsbedarf gestillt ist und Muße entsteht. Ab diesem Moment beginnt die hedonistisch unproduktive Lebensform sinnlos zu werden und auch als solche zu wirken. Und meines Erachtens muss man wahrlich nicht studiert haben, um das wahrzunehmen. Man bedenke auch, dass man unter Mußebedingungen nicht durch eine fordernde Tätigkeit geistig abgelenkt wird, wenn man denn die Muße so nutzt, dass man sich an den Strand legt und sonst nichts tut. Gerade unter diesen Bedingungen ist es kaum zu vermeiden, dass die strukturelle Sinnlosigkeit einer solchen unproduktiven Dauerexistenz ins Bewusstsein vordringt. Denn man kann mit dem dauerhaften am Strand liegend diese Sinnfrage, die ja quasi über die Grenze des endlichen Lebens hinaus verweist, einfach nicht beantworten. Das geht strukturell einfach nicht. Können wir gleich darüber diskutieren. Also es würde sich eine Sinnkrise manifestieren, jemand, der das sozusagen in dem Glauben, dass er so eine Dauerexistenz dann wirklich bis zum Lebensende durchziehen will, wenn diese Theorie richtig ist, würde sich eine Sinnkrise einstellen und aus der heraus ist dann eigentlich naheliegend, sich eine sinnvolle Betätigung zu suchen. Und diese Sinnkrise zu durchlaufen, wäre in diesem vorliegenden Fall durchaus ein fruchtbarer Bildungsprozess für den Betreffenden, der ihm erfahrbar machte, was schon in der Bibel in religiöser Form thematisiert wird. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Man muss nur unter diesem zweiten Teil dieses Satzes an die Sinnfrage und die Sinnkonstruktion denken. So lässt sich das ja im Grunde auch in eine soziologische Sprache übersetzen. Also der Mensch lebt nicht nur von materiellen Gütern, die ihm seine Selbstreproduktion ermöglichen. Er lebt genauso von Sinnkonstruktionen und sinnhaften Erfahrungen, die per se etwas Soziales sind und ein gemeinwohlbezogenes Band implizieren zu der weiter existierenden Menschheit, zu der man zum Beispiel etwas beiträgt. Wer aber für das eigene Leben keine glaubwürdige, sich bewährende Sinnkonstruktion zur Verfügung hat, der leidet unter einer Sinnkrise. Sie zu bewältigen, überfordert uns in der Regel, denke ich, nicht. Allerdings, wo das doch der Fall ist, gilt, dass eine solche Krise um keinen Deut weniger hart, essentiell und existenziell bedrohlich ist, als zum Beispiel eine Hungersnot. Denn auch eine Sinnkrise kann zum Tod führen, sie wirkt lediglich auf andere Weise als eine Hungersnot. Vor diesem Hintergrund konnte ich die früher in den Sozialwissenschaften sehr verbreitete Unterscheidung zwischen harten und weichen Faktoren noch nie so recht nachvollziehen. Das hat jetzt mittlerweile ziemlich abgenommen. Ich höre davon nicht mehr so häufig, aber noch vor 20 Jahren war das noch eine ziemlich verbreitete Unterscheidung.
Sie geht, wenn ich mich nicht täusche, auf das Basisüberbaudenken der marxistisch inspirierten 1960er Jahre zurück, wo ja schon dieser Ausdruck Basis, das sind die materiellen Faktoren, und Überbau ist etwas Abgeleitetes, Nachgeordnetes, was nicht so ganz so konstitutiv bedeutsam ist wie die Basis. Dass sich diese Denkweise später, dieses materialistische, das einseitig materialistische Denken, sich später in dem Diskurs des Neoliberalismus und der Verbetriebswirtschaftlichung mit seinem notorischen Blick auf extrinsische Anreize ungebrochen im Grunde fortgesetzt hat. Dieser Diskurs, der sich oft so nüchtern aufgeklärt, weil auch das ja diesseitige Faktoren sind, diese materiellen Faktoren, der ist aber im Hinblick auf die faktische Bedeutung von Sinnfragen in der menschlichen Lebenspraxis faktisch hochgradig naiv, wie ich glaube. So auch schon der renommierte frühere Direktor des Kieler Weltwirtschaftsinstituts, Horst Siebert, der sicherlich viele Meriten hat, aber in diesem Punkt doch einen kritischen Kommentar verdient hat, in einem streitbaren Debattenbeitrag zur Grundeinkommensdiskussion aus dem Jahr 2007 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Da hat er geschrieben, bezogen auf das Grundeinkommen, der schwerwiegendste Fehlanreiz bestünde darin, dass die Motivation der Individuen, ihre Arbeitskraft der Volkswirtschaft zur Verfügung zu stellen, schwindet. Warum abends noch Kunden beim Einkauf beraten? Warum als Lastwagenfahrer Güter transportieren? Warum sollte überhaupt noch jemand arbeiten? Bemerkenswert an diesen Zeilen ist sicherlich vor allem der letzte Satz mit seiner Steigerung, mit dem Siebert nicht nur intrinsische Motive zur Arbeit leugnet, sondern sogar positive extrinsische Anreize, die unter Geringverdienern bei einem BGE ja sehr viel stärker ausgeprägt wären als heute, einfach weil der Hinzuverdienst nicht gleich wieder abgezogen wird und mit der Grundsicherung verrechnet wird. Also selbst diese positiven extrinsischen Anreize sind offensichtlich, die beim BGE höher wären, nachweislich, sind in Sieberts Augen offenbar praktisch bedeutungslos. Und was bleibt dann noch übrig? Das Einzige, was nur übrig bleibt, sind negative extrinsische Sanktionen, wie sie im Hartz-IV-System institutionalisiert worden sind. Ja, das ist offenbar das Einzige, was auch in dieser drastischen Zuspitzung, wenn man das beim Wort nimmt, alle Menschen zur Arbeit treibt. Schon ein sehr eigentümliches Menschenbild. Ja. Was man aber empirisch natürlich überprüfen kann. Also man muss das hier einfach als eine wissenschaftliche Hypothese nehmen. Dann muss man halt mal gucken, lässt sich das wirklich so aufrechterhalten? Ich denke, nein. Andrea Nahles hat sich übrigens aus einem ganz anderen Lager sozusagen und das als Sozialdemokratin auf eine ähnliche Weise geäußert, können Sie bei YouTube nachschauen, als sie beklagte, dass bei einem BGE wohl keiner mehr den Job der Müllabfuhr an der Supermarktkasse und so weiter übernehmen würde, als Sozialdemokratin wohlgemerkt. Ja, meines Erachtens von einem solchen materialistischen, also einseitig materialistischen Durchblickertum, kann man das ja schon auch nennen, finde ich, müssen wir uns endlich konsequent lösen, indem wir Sinnfragen als konstitutive in die Diskussion einbeziehen. Ich werde nun mit einer Bemerkung zum beschleunigten Strukturwandel schließen. Ein Kennzeichen der Moderne ist, dass sie die biografische Erprobungszeit der Adoleszenz als ein längeres Bildungsmoratorium institutionalisiert hat und auch immer weiter ausgebaut hat. Dieser jugendliche Schonraum wird im Idealfall mit genügend Krisen durch Muße, das ist ein Ausdruck des Soziologen Ulrich Oevermann, gefüllt. Der wichtigsten Quelle der Entstehung von Neuem in der Moderne, welche deren besondere Innovations- und Transformationsfähigkeit begründet und nicht zufällig auch das Fundament der Wissenschaft ist. Die Verfügbarkeit der Muße gesellschaftlich auf die Kindheit und das adoleszente Bildungsmoratorium zu beschränken, reicht jedoch angesichts der enormen Beschleunigung des Strukturwandels meines Erachtens nicht mehr aus. Ein lebenslanges Lernen erst recht nicht, weil Lernen vor allem
eine Routinetätigkeit darstellt und nicht mit genuiner Bildung zu verwechseln ist, für welche eben Krisen konstitutiv sind. Sprachlich kann man das, wie ich glaube, schon daran ablesen, dass man ganz richtig von lernenden Maschinen spricht, aber niemand auf die Idee käme, von sich bildenden Maschinen zu reden. Softwaregesteuerte Maschinen beruhen mit ihren Algorithmen auf Routinen. Sie sind zur Krisenbewältigung und Autonomie manifestiert sich in der Krisenbewältigung prinzipiell nicht in der Lage. Also wenn ich an Krisenbewältigung denke, denke ich auch eben an das Entscheiden in einer unsicheren, ungewissen Lage in die offene Zukunft hinein. Daran kristallisiert sich letztlich ja die Autonomie. Selbst wenn man den Zweckoptimismus hegt, dass durch die Digitalisierung wegfallende Arbeitsplätze durch neu entstehende vollständig kompensiert werden, erscheint es angesichts des Tempos der Veränderungen in meinen Augen als illusorisch, dass die Bevölkerung dem unter den gegenwärtigen strukturellen Lebensbedingungen in ihren Anpassungsleistungen, in Anführungszeichen, in der Breite noch schnell genug hinterherkommt. Der normale Rhythmus der Generationenabfolge als elementarer Mechanismus der Erneuerung, nicht nur der Berufsqualifikationen, ist dazu zu langsam. Im Grunde deutet sich ja dieses Bewusstsein in der ständigen Rede von lebenslangen Lernen auch an, nur ist meines Erachtens das konkrete Verständnis, was sich da andeutet, von den nötigen Bildungsprozessen eben doch völlig unzureichend. Klassische Weiterbildungsmaßnahmen bleiben eben aus bildungsanalytischer Perspektive viel zu oberflächlich, weil sie unter denkbar ungünstigen Rahmenbedingungen erfolgen, die nicht mit der biografischen Formierungsphase der Kindheit und Jugend konkurrieren können, wo man ja noch am ehesten von einer Verfügbarkeit von Muße quer durch die Schichten hindurch auch sprechen kann, auch mit Einschränkungen zum Teil, aber noch am ehesten. Zukünftig muss es, denke ich, möglich sein, sich nicht bloß in dieser frühbiografischen Probezeit grundlegend zu bilden und zu orientieren, sondern auch noch später im Leben, wenn nötig auch wiederholt. Dafür fehlt allerdings die strukturelle Voraussetzung eines analogen, praxisentlasteten Schon- und Rückzugsraumes mit Muße für genuine subjektive Bildungsprozesse. Es geht bei dem beschleunigten Strukturwandel auch nicht nur um die Arbeitswelt und um die Folgen der Digitalisierung. Schließlich haben wir es derzeit mit einer nie dagewesenen Kumulation von großen Herausforderungen zu tun, die schon je für sich zum Teil die bisher gewohnten Dimensionen sprengen, aber sich in ihrer Zusammenballung, denke ich, nochmals potenzieren. Also denken Sie an die sich zuspitzende Klimakrise, die stagnierende EU-Integration, die ja ein unglaublich kühnes, riesiges Gestaltungsprojekt der Politik ist. Wenn Sie allein daran denken, dass dazu ja auch perspektivisch gehört, die verschiedenen heterogenen Sozialstaaten mal in eine gemeinsame Form zu bringen. Gigantische politische Gestaltungsaufgabe, die für mich im Übrigen für eine vergemeinschaftende und nicht bloß für eine vergesellschaftende Globalisierung steht. Die zunehmenden Migrationsprozesse auf dem Globus und deren Bewältigung, der demografische Wandel, finde ich, erscheint im Vergleich dazu schon fast als ein Kinderspiel, zumal der ja auch nach ein paar Jahrzehnten wieder sich erübrigt. Ich nehme an, wir befürworten alle eine demokratische Bewältigung dieser Herausforderungen, wo ja auch Entscheidungen zu fällen sind, wo wir ja alle gerne beteiligt sein wollen dran. Allerdings verlangt dies uns allen auch enorme Auseinandersetzungsleistungen ab, die unter den derzeitigen strukturellen Lebensbedingungen von vielen, denke ich, nicht mehr zu erbringen sind und auch kulturell heimatlos werden lässt. Damit wir Bürgerinnen und Bürger also zukünftig noch in der Lage sind, die in der Jugend ausgebildeten Lebensentwürfe, die erworbenen Berufsqualifikationen, politischen und kulturellen Ansichten usw., dem rasanten allgemeinen Strukturwandel im Laufe des Lebens immer wieder grundlegend anzupassen, im Sinne der aneignenden Auseinandersetzung, muss die Verfügbarkeit der Muße
denke ich, auf Dauer gestellt und demokratisiert werden. Und zwar, indem eben jeder dafür die ökonomische Basis in Gestalt eines BGEs erhält. Die Erwerbsarbeit behielte wegen des Hinzuverdienstes zweifellos für alle eine starke Attraktivität. Deswegen mache ich mir da diesbezüglich wenig Sorgen, dass dann alle nur noch außerhalb der Erwerbsarbeit in reiner Muße sich aufhalten. Aber für alle wäre fortan auch jenseits von arbeitsvertraglicher Fremdbestimmung, die eben schon mit jeder Form von Arbeitsvertrag eigentlich ein Stück weit beginnt, die Muße verfügbar, die dann insbesondere auch dazu genutzt werden könnte, sich mit einer sich dynamisch verändernden Welt bei Bedarf immer wieder einmal neu ins Vernehmen zu setzen, um sich darin weiterhin heimisch zu fühlen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Jetzt. Schönen guten Tag. Danke für den Vortrag. Ich hatte noch eine Frage zum Verhältnis von Muße und Arbeit. Ich habe jetzt den Muße-Begriff von Ulrich Schnabel im Hintergrund, der ja 2010 ein Buch geschrieben hat darüber. Oh Gott, das ist ja auch schon fast 10 Jahre her, ne? Ich werde alt. Aber da ging es darum, dass das ja eigentlich mehr Eigenzeit ist und dann, wie auch schon im Vortrag angeklungen, diese Arbeit oder das Tun um seiner selbst willen. Nun hatten Sie das ja so konstruiert, dass es im Grunde diese Work-Life-Balance-Trennung gibt. Also es gibt irgendwie diese Arbeit und dann gibt es danach irgend so eine Rekreationsphase. Das schließt ja mit ein, dass in der Arbeit irgendwas zerstört wird, was dann danach wieder rekreiert werden muss. Und wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, dann gibt es da so eine Art Überhang, was das überlappt. Und das ist dann Muße. Und da findet dann irgendwie Freiheit statt. Nun habe ich mich gefragt, Muße kann ja eigentlich auch oder müsste doch auch beinhalten, dass jemand etwas tut, um seiner selbst willen. Nehmen wir mal an, ich backe jetzt 15 Brote, jetzt kann ich die alle nicht essen und verkaufe 14 davon. Dann habe ich ja durchaus schon, ohne dass ich sie verkauft habe, habe ich Arbeit geleistet. Das heißt, Arbeit ist ja nicht immer nur mit finanziellen Gegenleistungen verbunden. Und in dem Moment, wo ich sie verkauft habe, um dann tatsächlich in irgendeiner Form Erwerbsarbeit zu leisten, heißt das ja nicht sofort, dass dann die Muße daraus entschwunden ist. Deswegen würde ich das nochmal hinterfragen wollen, wie Sie das genau aufteilen, das Verhältnis von Arbeit und Muße. Also es gibt ja bei der Erwerbsarbeit auch sehr unterschiedliche Grade von Selbstbestimmung. Ja, also wenn man an die frühere Fabrikarbeit denkt, da war für die Soziologen, die Industriesoziologen, das war immer die Disziplin, die sich dann damit beschäftigt hat, mit der Fabrikarbeit, das gilt als ein Beispiel, wo das Selbstbestimmungsmoment sehr gering ist. Ja? Denken Sie an Charlie Chaplin, den Film von Charlie Chaplin, Modern Times heißt der, glaube ich, wo er da so an den Rhythmus der Fabrik, der Fließbandproduktion gebunden ist und eigentlich auch so jeder Handlungsvollzug total fremdbestimmt ist. Das ist ein extremes Beispiel von Erwerbsarbeit mit hohem Fremdbestimmungsanteil, aber dieses ist ja ein Kontinuum von Selbstbestimmung, was immer ausgeprägter wird, und viele Erwerbstätige sagen ja auch, ich denke jetzt an einen Nike-Manager, den ich mal interviewt habe, der hat immer so herausgestellt, dass er zu den wenigen gehört, die also aus ihrem Hobby Beruf gemacht haben und also leidenschaftlich das auch machen, was andere zum Gelderwerb machen müssen, also wo dieser Anteil von Selbstbestimmung sehr hoch ist. Aber ich würde sagen, es bleibt, sobald man einen Arbeitsvertrag unterschreibt, kommt ein Stück von Fremdbestimmung mit ins Spiel. Also schon alleine, weil man sich dann nicht mehr aussuchen kann, ob man vielleicht doch mal keine Lust hat und in der Zwischenzeit vielleicht doch was anderes sinnvoller findet, dann ist man halt erstmal arbeitsvertraglich gebunden. Also es kommt schon ein Moment von Fremdbestimmung mit ins Spiel. Das würde ich generell bei der Erwerbsarbeitssphäre in Anschlag bringen. Auch wenn sich gerade auch unter Bedingungen eines Grundeinkommens, wenn man die Möglichkeit hat, aus der Erwerbsarbeitssphäre auszuscheiden und von daher auch die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass man sich nur auf
Beschäftigungsform einlässt, wo man auch Ja zu sagen kann, dann denke ich, nähert sich eigentlich das, was Muße ist und das, was Erwerbsarbeit ist, auch schon sehr an, aber ich finde es analytisch wichtig, trotzdem noch diesen Unterschied aufrechtzuerhalten. Muße, wo man wirklich komplett nur intrinsisch und aus freiem Entschluss etwas tut, und Erwerbsarbeit, wo man auch Kompromisse macht, weil man was hinzuverdient, also als extrinsische Motive eine Rolle spielen, oder man sich auch durch die arbeitsvertragliche Bindung einen Moment von Fremdbestimmung einhandelt. Ich weiß nicht, ob das Ihrer Frage so entgegenkommt. Ja? Ja, ich bedanke mich auch sehr für den tollen Vortrag. Mir wird immer wieder, wenn ich das BGE anspreche, entgegengehalten, dass es jetzt schon einige gibt, die sowieso nichts arbeiten und dann später auch nicht. Wie würden Sie das beantworten? Also manchmal denke ich auch, das gibt es ja gar nicht, weil eigentlich tue ich ja immer irgendwas und das ist einfach aus dieser Haltung Erwerbstätigkeit kommt das raus. Oder würden Sie sagen, das sind dann Menschen, die Muße haben? Oder ja, das würde mich mal sehr interessieren. Also was sicherlich eine Konsequenz wäre, ist, dass die Gesellschaft gezwungen wird, näher hinzuschauen, was denn wie jemand das Leben führt, ja, und was man auch jenseits der Erwerbsarbeit so macht im Leben, ne? Und was es da für Momente von Sinnhaftigkeit gibt. Also weil man eben dann nicht mehr pauschal unterstellen kann, dass da jemand sich dem, was so als Normalmodell eines auch gemeinwohlorientierten Lebens gilt, was man sich dem entzieht. Es wird ja auch sicherlich Menschen geben, denen diese Freiheit, in Muße etwas zu tun, aber ohne, dass man sich arbeitsvertraglich bindet, so wichtig ist, dass sie im Zweifelsfalle sich auf dem bescheidenen Lebensstandard eines Grundeinkommens, dass es dabei belassen und dann lieber diese große Freiheit ausschöpfen. Ich kann mir jetzt mal vorstellen, dass die Universitäten, wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt, eine ganze Schar von freiwilligen Kräften bekommen, die dann im Vergleich zu den Beschäftigten, ja, den Professorinnen und Professoren, den großen Vorteil haben, dass sie nicht irgendwelche Gremienarbeit und dies und jenes auch noch am Hals haben, sondern die dann einfach radikal diese Freiheit für die Forschung nutzen können. Ja, da kriegen die amtlichen Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen ganz schön Feuer gemacht, weil das muss man erstmal kompensieren angesichts der ganzen arbeitsvertraglichen Verpflichtungen, die man dann als Professorin, Professor noch hat, gell? Wenn jemand wirklich so radikal dann diese Freiheit nutzt zur Forschung, zur völlig freien Forschung. Also wenn es ein Grundeinkommen gibt, glaube ich, dann kommt die Gesellschaft die Mitmenschen kommen gar nicht drum herum, genau hinzuschauen, was denn jemand jetzt wirklich macht und was für eine Sinnhaftigkeit der Lebensentwurf da auch bietet, bevor man schon so irgendwie verächtlich oder so, naja, das finde ich jetzt nicht so überzeugend, so ein Urteil fällt. Während jetzt kann man ja so guten Gewissens im Geiste des arbeitsgesellschaftlichen Sittlichkeitsentwurfs gleich so da jemanden schief angucken. Ne? Von der Antwort auf diese Frage gefangen. Ich habe zwei Fragen an Sie. Und zwar zum einen haben Sie vorhin gesagt, mit der Einführung des Grundeinkommens könnte man lernen, damit umzugehen und Erfahrungen zu sammeln, wie es in der Arbeitswelt und in der Gesellschaft passieren kann. Genau das Gegenteil davon versucht derzeit das Zukunftslabor zu machen, nämlich vor Einführung des Grundeinkommens herauszufinden, wie es denn danach wirken könnte. Ist das Zukunftslabor nicht von vornherein Quatsch? Frage 2. Mir macht der Braunkohleabbau in Deutschland große Sorgen momentan und ich bin der Meinung, er müsste morgen beendet werden. Dieses habe ich vielen Leuten schon gestellt, also vielen Politikern, Wissenschaftlern in den letzten Monaten und alle haben sie Angst davor, was mit den Leuten passiert, die dort wohnen und jetzt jahrzehntelang das gemacht haben. Wie wäre Ihre Angst in diesem Falle in Bezug zur Muße? Gibt es da überhaupt, hätten Sie da überhaupt eine Angst vor?
Also ich sehe das Problem, vielleicht fangen wir mit dem Letzteren an. Ich sehe da das Problem, dass da ein Strukturwandel im Gange ist, wo es auch perspektivisch dann einfach, wo man auch nicht drum herum kommt und es auch keinen Sinn ergebe, wenn man den versucht aufzuhalten, indem man jetzt ewig die Kohle oder so weiter subventioniert. Und das bedeutet natürlich für die Betreffenden dann auch eine Umorientierung, die auch natürlich Anstrengung kostet. Die Frage ist dann, wie man das flankieren kann, dass so eine Umorientierung auch menschenwürdig möglich ist. Gell? Und da ist sicherlich sehe ich ein Grundeinkommen schon mal als eine wichtige Absicherung. Gell? Ob das jetzt ausreicht, ob man nicht noch weitere Maßnahmen da flankierend ergreifen kann, also das, was sicherlich nicht obsolet wird, ist sowas wie eine regionale Strukturpolitik, die dann guckt, wie man auch regional wieder andere Beschäftigungsmöglichkeiten fördert. Das halte ich nicht für überflüssig dann. Ne? Ja, aber man muss sich ja immer auch klar machen, dass man nicht mehr in diese stigmatisierende Arbeitslosigkeit fällt. Ja, das finde ich, machen sich auch so traditionell sozialdemokratische Geister nicht klar, dass das ja gerade wegfällt und dass es ein riesen Vorteil ist, während daran so festzuhalten und aber das dann zuzulassen, dass weiterhin so viele Menschen in dieser stigmatisierenden Arbeitslosigkeit drin sind. Ja, das finde ich auch keinen besonders überzeugenden Ansatz. Ja. Und es kommt noch was hinzu, gerade beim Stichwort Sozialdemokratie. Ich beobachte immer, dass sich so traditionelle Sozialdemokraten auch zu wenig klar machen, dass die sinnstiftende Funktion von Erwerbsarbeit ja daran gebunden ist, dass es sich tatsächlich um Arbeit handelt, die auch wirklich gesellschaftlich noch sinnvoll ist. Also man kann eigentlich gar nicht guten Gewissens Arbeitsplätze aufrechterhalten, die ökonomisch, gesellschaftlich keinen Sinn mehr machen, mit dem Argument, dass den Menschen, die brauchen ja unbedingt diese identitätsstiftende Wirkung von Arbeit, weil eigentlich gerade die Betroffenen ja am besten den Einblick haben, ob das, was sie tun, gesellschaftlich noch subventioniert wird, also quasi als Beschäftigungstherapie. Und dann ist es nämlich mit dieser sinnstiftenden Funktion für die ziemlich schnell dahin. Ja. Also ich finde, der alte Grundsatz von der Agenda 2010, lieber Arbeit finanzieren als Arbeitslosigkeit, der macht zwar vom Staatsbudget her vielleicht einen Sinn. Ne? Der Staat spart da etwas, aber was diese sinnstiftende Funktion von Arbeit anbelangt, macht ja eigentlich keinen Sinn. Ja, das ist ein gigantischer Subventionstatbestand für Arbeit in direkter Konkurrenz gegenüber Maschinenlösungen, damit die Leute weiterhin beschäftigungstherapeutisch in Erwerbsarbeit sind. Eine ziemlich fragwürdige Veranstaltung aus der Perspektive dieser Sinndimension. Achso, die zweite, müssen wir nochmal auf die Sprünge helfen, Zukunftslabor. Also man muss da ja vielleicht erstmal optimistisch sein, dass da wirklich auch ein Orientierungsbedarf besteht, also dass da Zweifel aufkommen, auch von dem Format dieser Veranstaltung, kann ich auch verstehen, aber ich möchte da erstmal optimistisch bleiben. Was jetzt die Auftaktveranstaltung anbelangt, möchte ich vielleicht noch erwähnen, da unterscheidet ja die Diagnose, die ich hier vorgetragen habe, sich etwa von dem, was Alexander Speermann da vorgetragen hat, weil der hat meines Erachtens diesen Diskurs, wie er in Amerika geführt wird, gar nicht adäquat wiedergegeben. Der hat ja mehr so diese Diskussion geführt, dass die wegfallenden Arbeitsplätze durch neue ersetzt werden. Ne? Die ganze Diskussion in den USA läuft ganz anders. Die er da namentlich hat, die wiedergegeben, aber die läuft inhaltlich ganz anders. Der entscheidende Punkt bei der Diskussion ist das Tempoargument. Ja, bei der Studie von McAfee und Brynjolfsson über Race Against the Machine, so heißt das Buch, das hat er zitiert, das kommt ja schon im Ausdruck, Race Against the Machine zum Ausdruck, geht es um das Tempo. Das Argument ist, dass die Beschleunigung des Strukturwandels so schnell ist, dass selbst wenn das theoretisch denkbar ist, dass die Arbeitsplätze kompensiert werden durch neue, die in der Digitalwirtschaft entstehen, diese neuen Arbeitsplätze, die ja auch in der Regel hohe Qualifikationen erfordern und nicht einfach nur so schnelle Qualifikationen, dass das ziemliche Anpassungsleistungen eigentlich impliziert, der Leute, die dann in diese Qualifikation sich hinein qualifizieren müssen. Und das ist bildungsanalytisch ausgesprochen anspruchsvoll und das, glaube ich, geht gar nicht so schnell.
Ja, wie das eigentlich nötig wäre, um die Leute alle ständig in Beschäftigung zu halten. Mein Name ist Michael Scholz vom Hamburger Netzwerk Grundeinkommen. Mir würde es um einige Klarstellungen eigentlich gehen. Zum einen bin ich der Meinung, dass wir eigentlich im Zusammenhang mit dem bedingungslosen Grundeinkommen nicht von Arbeitslosigkeit reden dürften. Wir werden nicht arbeitslos sein. Oder eine Arbeitslosigkeit im Sinne des heutigen Systems wird es dann nicht mehr geben. Ja. Wir müssen also heute von Erwerbslosigkeit reden. Ja. Verkehr? Es muss rot leuchten, dann ist es an. Ich drücke eigentlich die... Sorry. Also das ist das eine. Das zweite zum Beispiel ist auch, dass eigentlich ganz deutlich darauf hingewiesen werden müsste, das bedingungslose Grundeinkommen sollte auch klar definiert werden, dass es nämlich tatsächlich nur wirklich ein Grundeinkommen ist und das nach all dem, was Sie also auch von den Menschen gesagt haben und von menschlichen Ansprüchen, Beweggründen und so weiter, wahrscheinlich nicht ausreicht, um die, ich sage jetzt mal, sehr unterschiedlichen Bedürfnisse zu befriedigen. Also von daher ergibt sich automatisch eine, ja, wie soll ich sagen, so eine intrinsische Veranlagung auch dazu, weiter tätig sein zu wollen. Nur, und auch in Bezug auf das, was Sie, ich würde jetzt einfach mal sagen, es ist zwar schön herauszuheben, dass wir im Rahmen dieser Freiheit, die wir bekommen könnten dadurch, ist Muße sicherlich ein ganz, ganz interessanter Aspekt. Aber allein der Umstand, dass wir eben einen wesentlich größeren Freiraum erhalten werden, den wir in sehr unterschiedlicher Form nutzen können, der führt ja dazu, dass wir eben auch Tätigkeiten ausüben, für die wir Neigung, Talent haben, die wir dann möglicherweise, und diese Frage fand ich, klang hier schon mal an, die wir dann tatsächlich auch sogar in Mark und Pfennig umsetzen könnten. Wobei das eine nicht das andere ausschließen muss. Ja. Das ist dann nicht unbedingt Broterwerb, sondern das ist ein nettes Nebeneinkommen. Und auf der anderen Seite kann es für meine Begriffe durchaus auch Muße-Nutzung sein. Ja. Also wenn ich meine eigenen Fähigkeiten, so ich welche habe, dann entsprechend umsetzen kann, denke ich mal, ist das also ein ganz großer Vorteil, der uns heute weitestgehend natürlich durch die, na, ich möchte mal sagen, dominante Fremdbestimmung einfach genommen ist. Genau, ja. Dem kann ich eigentlich durchgehend zustimmen. Ja, ich sehe das eigentlich in allen Punkten ganz genauso. Ich möchte mich auch einmal zu Wort melden, und zwar denke ich, dass eine so der Fragen, die sich hier herauskristallisiert hat und die man auch so im öffentlichen Diskurs häufiger hört, ist ja, werden wir dann quasi, wenn das bedingungslose Grundeinkommen kommt, oder wird es in der Gesellschaft viele Hedonisten geben, also Menschen, die quasi nur am Strand liegen, so wie Sie es vorher formuliert haben, aber in meinen Augen wird das vielleicht zu einem Teil so sein, aber wenn wir mal realistisch darüber nachdenken, dass der Betrag zur Grundsicherung gedacht wird und wir in einer kapitalistischen Welt leben, dann würde das ja dazu führen, dass die meisten Menschen sich dann nicht damit zufrieden geben, dass sie jetzt vielleicht am Strand liegen können, sondern sie würden sich vielleicht auch gerne ein Eis kaufen und dann vielleicht 2 und dann vielleicht an einen anderen Strand fahren, aber dazu braucht man vielleicht ein Auto. Und das würde ja dazu führen, dass wir immer mehr Geld benötigen würden. Und somit wäre das ja mit dem bedingungslosen Grundeinkommen nicht ausführbar. Das heißt, mit dem bedingungslosen Grundeinkommen könnten wir quasi eine Grundsicherung betreiben. Und wenn wir diesen Aspekt vielleicht mal aus einer anderen Richtung betrachten, nämlich aus unserer Jugendzeit. Aus unserer was? Aus unserer Jugendzeit, ja, wo wir quasi unser Leben so ein bisschen planen mussten, vielleicht gerade auch auf die Endlichkeit, vielleicht haben wir uns Sinnfragen gestellt, was wollten wir in unserem Leben anstellen. Da muss man vielleicht auch betrachten, wie die Berufswahl stattgefunden hat, vielleicht auch vor einigen Jahren. Da war es vielleicht so, man kam aus einer wohlhabenden Familie und konnte vielleicht Grafiker werden, weil man keinen Druck hatte, irgendwas Richtiges zu werden. Aber dann gab es vielleicht Arbeiterklassen, die eher gezwungen waren, vielleicht die Firma zu übernehmen oder
irgendwelche harten körperlichen Arbeiten auf einer Baustelle zu übernehmen. Und das sind ja so Dinge, die viel eher damit reingehen. Und wenn wir uns dann heute anschauen, wie die Welt sich um uns herum entwickelt, dann ist es ja eher so, dass wir viel mehr Bullshit-Jobs haben. Wir haben auf der einen Seite gut bezahlte, vielleicht sogar überbezahlte Jobs, wo wir wenig körperlich leisten müssen, wo wir vielleicht sogar für Dinge bezahlt werden, die, wenn wir realistisch sind, nicht wirklich sinnvoll sind, die die Gesellschaft nicht weitertreiben, die vielleicht die Firma nur ausgibt, dass irgendwelche Mitarbeiter da sind. Aber auf der anderen Seite gibt es auch viele Berufe, die vielleicht mit Arbeit überflutet werden. Ob es zum Beispiel im Gesundheitswesen ist oder ob es vielleicht die Handwerker sind, die mit Arbeit überflutet werden. Aber auf der gleichen Seite stellt sich immer mehr die Frage nach Sinnhaftigkeit, wenn wir zum Beispiel verfolgen, wie viele Menschen heutzutage, auch in der Jugend vor allem, nicht wissen, wie man zum Beispiel mit einer Säge umgeht oder wie man Dinge erschafft. Und da gibt es dann durchaus den Trend dazu, dass es um die Sinnhaftigkeit geht. Aber das heißt ja nicht, dass Arbeit nicht auch sinnstiftend sein kann. Arbeit hat zum einen den Aspekt, dass es viel Geld einbringt, um sich zum Beispiel ein schönes Auto leisten zu können. Auf der anderen Seite muss man auch selbstbestimmt wählen können und dürfen, in welche Richtung man arbeiten möchte und zu welchen Bedingungen. Und das führt auch dazu, dass Arbeit sinnstiftend sein kann, aber man trotzdem die Möglichkeit haben muss zu wählen. Das ist ja einer der Aspekte des BGE, die so eigentlich feststehen als Tatsache. Was man aber vielleicht herauskristallisieren sollte, ist, dass wenn man Muße hat, dann hat man auch die Möglichkeit, eigene Werte zu verfolgen. Das heißt, wenn man in einem Slum aufwächst, vielleicht in sozialen Brennpunkten, dann hat man vielleicht andere soziale Normen und wächst auch in einer anderen Umgebung auf und somit sind auch die Werte anders. Aber in solchen Brennpunkten ist es häufig so, dass die Menschen zu Menschen aufschauen, die irgendwas geschafft haben. Und ob das jetzt vielleicht der Drogendealer mit der fetten Karre ist oder der BMW-Manager, der sich durch vielleicht hart verdiente Arbeit irgendwas erarbeitet hat, dann sind das beides vielleicht Punkte, zu denen man aufschauen kann. Und gleichzeitig sind auch die Werte von diesen zwei Perspektiven anders. Und das BGE würde ja somit ermöglichen, dass es viel mehr Menschen gibt, zu denen man aufschauen könnte, die gesellschaftlich oder rational betrachtet bessere Werte hätten als andere und somit vielleicht auch sich gesamtgesellschaftlich der Blickwinkel verändern würde und wir mehr intrinsisch an Dingen arbeiten könnten. Vielleicht ist es die Pilzenzucht im eigenen Garten, wo wir dann durch Zufall Penicillin entdecken oder vielleicht einfach nur das Bildermalen. Und ich denke, dass diese zwei Punkte zeigen, dass das BGE nicht unbedingt sinnvoll sein muss für die gesamte Gesellschaft, aber es in einigen wenigen Punkten oder vielleicht auch in sehr vielen die Gesellschaft sehr bereichern würde und auch voranbringen würde, wie sie sonst was nicht machen würde. Damit würde ich das Wort wieder an Sie zurückwerfen. Also was ich ähnlich sehe, ist, dass, also ich würde es mal so formulieren, dass die Tatsache, dass unsere Gesellschaft Erwerbsarbeit als Normalmodell institutionalisiert hat, schon auch materialistischem Erfolg eine gewisse Bedeutung zuspricht und gibt. Einfach auch schon auch deswegen, weil wer nicht in der Erwerbsarbeit, und das bedeutet ja auch ein gewisses Einkommen zu bekommen, da nicht erfolgreich ist, der droht eben in die Arbeitslosigkeit zu fallen sozusagen. Ja, und die ist ja prestigemäßig eben gleich nicht auf Augenhöhe. Aber es kommt noch was hinzu, auch die Muße. Also wenn Sie das so historisch betrachten, für mich war sehr erhellend die Lektüre des Buches des Historikers Lothar Gall, der ausgewiesen ist in der Geschichte des Bürgertums. Der hat ein Buch geschrieben über die Familie Bassermann. Das ist vielleicht kennen Sie die, eine bürgerliche Familie, die ihre Anfänge in Hanau hat, im Handwerkermilieu und dann da erfolgreich ist und dann nach Mannheim
übergesiedelt ist und dort dann auch irgendwann eine Bank gründet. Und also das ist so eine klassische Aufstiegsbewegung einer bürgerlichen Familie, die anfängt in einem kleinen selbstständigen Milieu, dann auf wirtschaftlichem Gebiet Erfolge hat. Und dann ist interessant, wie dann so über die Generationenfolge irgendwann in der Familiengeschichte auch bildungsbürgerliche Berufe auftauchen, die eigentlich immer schon wirtschaftlichen Erfolg damals im 19. Jahrhundert, in der klassischen Epoche der bürgerlichen Gesellschaft nötig waren. Ja? Politiker, Wissenschaftler, Künstler und so weiter, das sind alles Berufe, die damals die konnte man nur werden, wenn man schon irgendwie ein Vermögen hatte. Dann konnte man sich auch solchen tendenziellen, also Politiker ist vielleicht keine müßige Beschäftigung, aber Künstler, Wissenschaftler, wenn es im Bereich der Grundlagenforschung angesiedelt ist, schon. Ja? Und also das heißt, selbst dieses Privileg der Muße ist dann damals nur vermittelt über materiellen, wirtschaftlichen Erfolg überhaupt zugänglich, sodass auch das wiederum dem materiellen Erfolg so ein großes Gewicht gibt. Und ich finde, also auch heute ist es so, die Familien, die wirklich über ein größeres Vermögen verfügen, ne, die können sich aus dem Vermögen problemlos auch mal ein paar Jahre freinehmen und dann haben sie richtig auch Muße in einem ernstzunehmenden Sinne zur Verfügung. Ne? Ja, aber um das zu erreichen, muss man schon ganz schön wirtschaftlich erfolgreich sein auf einem hohen Niveau. Ich finde, das Grundeinkommen ist so eine trickreiche Lösung, wie man das allen zugänglich machen kann, aber ohne dass wir jeweils alle Millionäre werden müssten mit einem solchen großen Polster, wie man das heute braucht, um sich solche Freiräume quasi zu erkaufen. Ja. Einfach darüber, dass wir uns allen das wie so eine Dividende verlässlich monatlich auszahlen. Das finde ich das Interessante. Dann glaube ich, würde die Bedeutung auch des materiellen Erfolges als Voraussetzung auch für anderes Erstrebenswerte würde einfach geringer werden. Ne? So stelle ich mir das vor. Ja, hallo. Ist das zu hören? Ja, fein. Ja, guten Tag, Herr Dr. Franzmann. Danke für den Vortrag. Ich bringe ja manchmal so ein bisschen mehr Pessimismus hier in die Geschichte, habe ich festgestellt, bei den Veranstaltungen, bei denen ich hier war. Und ich glaube, dass wir uns neben dieser Frage, wie schön wäre die Welt, wenn es Grundeinkommen gäbe, viel mehr mit den Fragen beschäftigen müssen, warum Menschen dagegen sind. Also gerade als Befürworter des Grundeinkommens, als den ich mich ja auch selbst betrachte. Und ich gehe auf einen Punkt ein von vorhin, dieses Argument, ja, dann gibt es doch aber ganz viele, die dann nicht mehr arbeiten würden. Also dieses Argument, ich will mal ein bisschen scharf werden, ist entweder dumm oder bösartig. Denn der Mensch, der das sagt, müsste doch eigentlich wissen, dass er nur eine bestimmte Menschengruppe meint. Denn es gibt ja auch Menschen, die in diesem Sinne nichts tun und das auch gar nicht brauchen, weil sie nämlich genug Kohle haben. Aber die sind nicht gemeint. Das heißt, es geht bei dieser Frage eigentlich darum, eine durch und durch hierarchische Arbeitsform, Arbeitswelt aufrechtzuerhalten. Und dazu kommt dann die Panik, besonders so aus der sozialdemokratischen Ecke, egal welcher Partei, die ja wirklich Panik hat, teilweise schon vom Grundeinkommen, weil sie die Machtverhältnisse völlig in Frage stellt. Also wenn ich nach vorne gehen kann, jetzt wie in den letzten Wochen, und sagen kann, ich will eine Kindergrundsicherung, dann freuen sich alle. Oder ich will, dass Feuerwehrleute Rentenpunkte kriegen. Was man nicht sagt, ist, dass man natürlich durch diese Wohltaten den Einfluss bzw. die Macht über die Gruppen behält, denn man kann es ihnen ja auch jederzeit wieder nehmen. Das heißt, man möchte nicht auf diese Steuerungsmechanismen verzichten, die man ja gerade als Politiker in Anspruch nimmt und die Rädchen bedient. Vom Grundeinkommen her finde ich aber einen Punkt noch jetzt wieder positiver. Das ist ja eine Idee, also Götz Werner sagte mal, das ist ein archimedischer Punkt, aus dem man heraus die ganze Gesellschaft quasi erneuern könnte. Und wir haben jetzt hier einiges über Erwerbsarbeit gehört. Man könnte ja auch die Erwerbsarbeit selber umgestalten, zum Beispiel indem man begreift, was ja zum Beispiel auch Gerald Hüther jetzt langsam deutlich geworden ist,
dass wir in einer Grundfehlannahme leben, und das schon sehr lange, dass wir nämlich meinen, man arbeitet für Geld. Und man könnte das so machen, dass man sagt, zum Beispiel wird grundsätzlich, wie es im Beamtentum ist, Geld am Anfang des Monats ausgezahlt wird. Das ist also nur mal ein Punkt, dass die Menschen nicht einen Monat hecheln müssen, um Geld zu bekommen, sondern, Götz-Werner-Zitat, Geld ist nicht eine Folge von Arbeit, sondern dessen Voraussetzung. Das heißt, dass Sie jetzt hier arbeiten können und wir ja hier auch, sage ich jetzt mal, wenn auch nicht entlohnt wahrscheinlich, wenn wir nicht Journalisten sind. Dafür haben ganz viele Menschen ganz viel investiert, Gebäude gebaut und so weiter, dass man hier überhaupt zusammenkommen kann. Und dieser Gedanke, dass Geld eigentlich an den Anfang gesetzt werden muss, den verkörpert das Grundeinkommen ja quasi per Excellence. Das könnte man aber quasi auf die ganze Arbeitswelt beziehen. Ich habe neulich mit einem Start-up-Unternehmer gesprochen, der einen Vortrag zum Grundeinkommen gehalten hat, und da habe ich diesen Vorschlag gemacht. Da sagte Herr Wagner, danke, ich habe 4 Start-up-Unternehmen. Wir haben das von Anfang an so gemacht, dass wir das Geld nicht nur am Anfang des Monats ausgezahlt haben, sondern, jetzt kommt noch ein Knüller drauf, in allen 4 Unternehmen haben wir Gehalt nach Selbsteinschätzung eingeführt. Das heißt, die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen entscheiden innerhalb von einer Höchst- und einer Untergrenze selber, wie viel sie verdienen. Das wird ihnen nicht mehr per Arbeitsvertrag oder Dekret vorgeschrieben. So wie das ja bei Götz-Werner in den DM-Filialen angeblich auch sein wird. Da wurde es in einigen Filialen, wird es ausprobiert, genau. Das dritte Punkt, weil wir in der Uni sind, und dann bin ich auch zu Ende, was ich nicht begreife, ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, die meint, Bildung muss Geld kosten, also für die Studis. Studenten, die Studiengebühren bezahlen müssen, bekommen den Eindruck, dass sie für sich studieren, und deswegen müssen sie bezahlen. In Wirklichkeit studiert jeder Mensch oder lernt jeder Mensch fast immer, um sich Fähigkeiten anzueignen, die er anderen Menschen zur Verfügung stellen kann. Das heißt, niemand studiert, genau wie niemand eigentlich oder fast niemand für sich arbeitet, sondern das Wesen von Arbeit ist, dass wir für andere arbeiten. So studiert eigentlich auch niemand für sich, wenn man es nicht rein pekuniär sieht, dass man später einen gut dotierten Posten haben möchte. Aber wenn man das von der Seite ansieht, Fähigkeiten aneignen, müsste man eigentlich als Student oder Studentin ein Einkommen erhalten, um studieren zu können. Und zwar nicht rückzahlungspflichtig. Also man könnte ganz viel von dieser Idee Grundeinkommen quasi in andere gesellschaftliche Bereiche von der Denke her transportieren, und wir hätten eine unglaubliche Erneuerung dieser Gesellschaft. Und ich glaube, dass die Gegner, damit bin ich wieder am Anfang, genau vor dieser intrinsischen Gesellschaft Angst haben, weil sie die derzeitigen Machtverhältnisse und eventuell bis in die Familien runter in Frage stellt. Und wir müssen uns mit diesen Menschen, positiver als ich das jetzt getan habe, intensiv auseinandersetzen. Also was mir da doch zunehmend zu denken gibt, früher habe ich das ein bisschen anders gesehen, ist bei der SPD der Umstand, dass es mittlerweile doch so der Fall zu sein scheint, dass die Führungsriege der Politiker gar nicht den Mainstream, das Mainstream-Denken sozusagen der Bevölkerung vertritt und dann auch in Diskussionen einfach so bestimmte Argumente für ein Grundeinkommen einfach sozusagen links liegen lässt. Also ich muss sagen, ich habe mich immer wieder bei solchen Diskussionen, ich war ja hier in Kiel mal im Landtag eingeladen zu einer Diskussion mit dem Ralf Stegner und auch ein paar anderen von der SPD-Landtagsfraktion. Und mir geht es da oft so, dass ich habe ja im Nebenfach auch Psychoanalyse studiert, dass ich mich fühle, als ob ich mit jemand zu tun habe, der nur so vor Abwehrformationen strotzt, ja, die ersten argumentativen Verdrehungen, Verschiebungen überhaupt nicht argumentativ noch ernst zu nehmen, diese ganzen Missverständnisse, die da so aufkommen. Und das Komische ist aber, ich habe eine Zeit lang gedacht, na gut, bei so Politikern ist es schlicht so, die interessieren sich jetzt auch nicht primär intellektuell für diese Argumente, die vorgetragen sind und für eine sachliche Auseinandersetzung. Die haben immer auch so im Blick, wie muss ich hier blinken für die Mehrheitsverhältnisse, ne? Sodass sie dann auch solche
Luftnummern, akrobatische Argumentationsluftnummern hinbringen. Mittlerweile ist es offenbar der SPD so, dass, man hört immer wieder von Umfragen, dass die Mehrheit der SPD-Mitglieder längst da Sympathien auch für das Grundeinkommen hegt. Und trotzdem ist es bei der Führungsriege so, dass die das betonkopfartig abweisen und noch nicht mal ernsthaft diskutieren wollen. Und da frage ich mich allmählich, ob das der Grund dafür vielleicht nicht einfach der ist, dass auch die Politiker in so einer Art Performer-Modus drin sind und da nicht richtig rauskommen, dass sie eigentlich mal ein bisschen Muße brauchen, um sich mal wieder mit solchen neuen gesellschaftlichen Fragen auseinanderzusetzen. Die Frage stelle ich mir im Moment viel eher, als sie so als Agenten wahrzunehmen eines Mainstream-Diskurses, den sie ja offenbar zum Teil gar nicht mehr sind. Ja. Also als erstes auch nochmal ganz vielen Dank für den tollen Vortrag. Als erstes vielen Dank für den ganz tollen Vortrag. Es ist ja in vielen Punkten immer angekommen, was mir immer auffällt, es geht ja auch ganz stark um die Bewertung von Arbeit. Zum Beispiel sagte der junge Mann da hinten, welchen Beruf man lernt. Ich habe zum Beispiel Jugendliche kennengelernt, die gesagt haben, mir bringt Gärtnern Spaß, aber damit verdient man nichts, dann studiere ich mal, das wird besser. Die gar nicht ihrer eigentlichen Berufung, wenn sie denn eine haben, oder ihre Idee oder was sie für ihr Talent halten, gar nicht versuchen auszuprobieren, weil sie schon voll in diesem Apparat stehen, betriebswirtschaftlich orientiert, ich muss Geld verdienen, nur das ist wichtig, sonst bin ich auch in dieser Gesellschaft nichts wert, und Sachen machen, die vielleicht gar nicht gut für sich sind und sich selber beschneiden. Und das Problem mit der Bewertung von Arbeit, das finde ich unendlich interessant. Geht man nämlich von einem positiven Menschenbild aus, dass man den Menschen grundsätzlich für gut, offen und so hält, oder eher von einem negativen. Das merkt man ja auch, wenn man mit Leuten über das Grundeinkommen spricht. Fast jeder sagt, ich arbeite weiter, aber alle anderen nicht. So, was ist das für ein Weltbild? Man hält sich nur noch selber für gut und alle anderen sind mit Verlaub faule Schweine, die sich dann ausruhen. Ja. Und wenn dann nicht mehr diese entsetzliche Zwang und diese Entfremdung der Arbeit und das alles entsteht, finde ich das eine unheimlich interessante Idee, sich damit auseinanderzusetzen, wie weit sich dann das mit der Bewertung auch ändert. Dass man also einfach Arbeit an sich gut findet. Ich zum Beispiel habe in jüngeren Jahren mal Zeitung ausgetragen, ganz klar aus Geldmangel. Aber es hat mir dann Spaß gebracht. Es war eine tolle Atmosphäre, man hat echt gesehen, was man geschafft hat, ganz anders als bei meinem sonstigen Job, großen Haufen Stapel, später war er weg. Und dass man eben auch Arbeit unter ganz anderen Aspekten als nur das Geld bewertet, was ja heute vielen Leuten verwehrt ist. Und diese große Chance sehe ich eben auch im Grundeinkommen und hoffe dadurch auch zu einer positiven Entwicklung des Menschenbildes. Denn ich glaube, das war Bert Brecht, der ja auch gesagt hat, das Fressen kommt zuerst und dann die Moral, also ist jetzt nicht richtig zitiert, aber das kann man ja auch weiterführen, dass man sagt, und dann die Kultur. Denn ich kann mich ja nur um etwas kümmern, wenn ich nicht permanent um meine Existenz strampeln muss. Nur dann habe ich ja die Kapazität, mich weiterzubilden, auch Muße mir leisten zu können. Ne? Ja. Ja. Wir können auch sammeln, ja, vielleicht, oder? Wie Sie wollten irgendwas ankündigen? Ja gut, dann mache ich das jetzt nochmal, bevor die Antwort auf diese... Ja, gut. Es geht morgen weiter mit einer Diskussion zum Grundeinkommen. Und zwar kommt Professor Straubhaar morgen nach Kiel-Dietrichsdorf an die FH zu sehen über grundeinkommen.de. Es wird im Internet dargestellt, unter Termine. Morgen 19 Uhr Fachhochschule Dietrichsdorf. Das andere, worauf ich noch hinweisen möchte, ist, was wir hier seit 2 Wochen verteilen, meine Verlobte und ich. Das ein Aufruf an alle Interessierten, sich eventuell bei einem von uns beiden zu melden, wer weiter an einer Unterhaltung und an weiteren Ausformen der Ideen über das bedingungslose Grundeinkommen interessiert ist. Das sind diese Zettel hier. Wir würden uns freuen, wenn wir so 10, 15 Leute zu einem Kreis bekommen, die dann auch den geneigten Politikern die Basis der, so ähnlich wie Carola Rakete oder die von Ende Gelände tatsächlich sagen, was die Bevölkerung will.
Dankeschön dazu. Pardon. Und somit, also geht's. Wenn es rot leuchtet, müsste es eigentlich an sein. Jetzt ist gut. Dankeschön. Also mir geht es darum, dass ich nicht glaube, dass man die gesamte komplexe Gesellschaft, wie wir sie heute kennen, nur aufgrund von autonomem Handeln organisieren kann, sondern es gibt immer Zwänge, die zu beachten sind. Denkt man zum Beispiel an Rettungsdienste, an die Feuerwehr, da erwartet jeder, dass diese allzeit bereit ist, und das wird jetzt als Extrembeispiel mal auf einer Seite dargestellt. Aber auch im normalen Arbeitsleben, wenn ich darauf angewiesen bin, mit Kollegen zusammenzuarbeiten, dann hat man bestimmte Arbeitszeiten einzuhalten. Ich kann ja nicht 5-mal versuchen, den Kollegen zu erreichen, weil er jetzt lieber am Strand ist oder ähnliches. Das, sag mal, da muss irgendwo eine Ausgewogenheit her zwischen dem autonomen Handeln und der Notwendigkeit, dass man einfach ein bestimmtes Maß an Organisation nur durch zwangsweise zur Verfügung stellen und sei es durch die Situation zwangsweise bedingt herstellt. Aber was die Demokratisierung des Prozesses angeht, da würde ich sagen, die Demokratisierung liegt für mich darin, dass man die Zuweisung der Muße demokratisieren kann. Dass es also nicht einige wenige gibt, die für sich sozusagen herausnehmen und sagen, hier mit den Mechanismen, die wir gehört haben, du bist arbeitslos, du bist schlecht, dass man diese Zuweisung der Muße nicht den Arbeitgebern oder irgendwelchen Leuten, die meinen, sie müssten jetzt Macht über andere ausüben, zuweist, sondern dass man das über einen demokratischen Prozess macht, weil die Muße ist eben nicht für alle in ausreichendem Maße, denke ich mal, vorhanden. Und da muss man das irgendwie verteilen und das kann die Demokratie gut leisten, denke ich. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass diese Epoche, die wir jetzt noch nicht ganz hinter uns haben, aber zumindest sie hat ihren Zenit für meine Begriffe schon deutlich überschritten, der Verbetriebswirtschaftlichung des Denkens, ja, wie ich das genannt habe, oder des Neoliberalismus, dass diese Epoche dadurch geprägt war, dass geradezu auch Muße, also Freiräume, Mußepotenziale zerstört worden sind, abgebaut worden sind. Beste Beispiele sind die Universitäten, ne, die Verschulung der Studiengänge, die Verkürzung der Studienzeiten. Verglichen mit der Zeit, als ich noch studiert habe, sind die Freiräume an den Universitäten heute sehr viel geringer, als sie es zu meiner Studienzeit waren. Und auch die ganze Denkweise dieses verbetriebswirtschaftlichen Denkens hat ja einer Praxisorientierung das Wort geredet, die ja eigentlich ziemlich kurzschlüssig ist. Also eine Praxisorientierung, da kann ich viel mit anfangen, aber für mich gehört da immer auch sowas wie Muße, Reflexion, Unterbrechung des Praxisvollzuges wie selbstverständlich dazu. Und das ist geradezu die Inspirationsquelle für eine gelingende Praxis. Gell? Das war bei diesem verbetriebswirtschaftlichen Denken überhaupt nicht vorgesehen. Das wurde irgendwie so als unnützes Zeug, also alles, was mit Muße zu tun hat, wurde ja so als unnützes Zeug wegrationalisiert und sozusagen von morgens bis abends nur noch zielorientiert. Ja? Das ist ziemlich kurzschlüssig, sodass man da paradoxerweise, glaube ich, die letzten 20 Jahre konstatieren konnte, dass die Gesellschaft zwar weiterhin wohlhabender geworden ist, die Wirtschaft, das Wachstum ist zwar nicht mehr so hoch wie früher, aber es ist ja immerhin noch gegeben
Und normalerweise hat historisch immer ein Zusammenhang bestanden zwischen Wirtschaftswachstum und einem Wachsen auch von Freiräumen und von Mußepotenzial. Ne? Dieser Zusammenhang ist seit 20 Jahren mit diesem Diskurs eigentlich vollkommen auf den Kopf gestellt. Ja. Ja. Jetzt muss ich gerade nochmal überlegen, was die noch so gesagt haben. Wie während von Arbeit und wie sich das durchs Grundeinkommen entwickelt, war das so die kleine Aussage meiner Überlegung. Also ich glaube, also Erwerbsarbeit ist ja eigentlich immer schon auch mit Sinnanteilen versehen gewesen. Ne? Das ist ja auch das alte Lied der protestantischen Arbeitsethik, dass das sogar als Berufung eine sehr hohe Bedeutung erhält, und das hat ja was mit Sinnstiftung zu tun. Aber es ist bis heute als Erwerbsarbeit ja immer amalgamiert und kombiniert mit der Funktion der Besorgung des Lebensunterhaltes, und das hat etwas, was darüber hinausgeht und was dem auch gewisse Grenzen unter Umständen setzt, wo man auch individuell ja Kompromisse schließt und nicht nur diese sinnhafte Seite bedient, sondern auch diese funktionale Seite, dass man damit einfach Geld heranschafft. Insofern würde ein Grundeinkommen, ich denke, das ist da muss man kein Prophet sein, das ist irgendwie klar, dass das diese sinnhafte Seite stärken würde, weil man immer auch die Möglichkeit hat, auszusteigen. Ja, und ich finde es auch wichtig, ich weiß nicht, wie das Ihnen geht, taucht ja auch immer wieder so der Ausdruck, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, aus der Subvention. Ich habe ja gesagt, dass ich die Maxime Arbeit vor Arbeitslosigkeit finanzieren, dass das, was da faktisch passiert, für einen gigantischen Subventionstatbestand halte, der interessanterweise selbst von so neoliberalen Geistern, auch so Wirtschaftswissenschaftlern, denken Sie an Hans-Werner Sinn zum Beispiel oder so, das wurde nie mal groß beim Namen genannt, ne? Dass das ja eigentlich so einer marktorientierten Wirtschaftsphilosophie widerspricht, da jetzt einen riesigen Subventionstatbestand zu rechtfertigen, wurde aber getan. Gell? Und da lege ich wirklich großen Wert darauf, wenn man das Geld, weil es gibt manchmal auch in der Diskussion, dass dann gesagt wird, das Grundeinkommen subventioniert Menschen. Kann man so ausdrücken, aber das, was ich so aus diesem kritischen Diskurs über Subventionstatbestände mitnehme, ist, dass da geht es immer um Subventionen von bestimmten Verhaltensweisen. Ne? Zum Beispiel Arbeit versus Arbeitslosigkeit. Wenn man den Menschen das Geld bedingungslos in die Hand drückt, kann man zwar sagen, man subventioniert Menschen, und man subventioniert eben nicht eine bestimmte Verhaltensweise. Ja? Und das, also man kann sich auch streiten, wie das, glaube ich, letzte Sitzung auch eine Rolle spielte, dass ein Grundeinkommen dazu führen könnte, dass das Unternehmen sagen, naja, du hast ja schon ein Grundeinkommen, jetzt so für einen ziemlichen Niedriglohn kann ich dich hier beschäftigen. Ich finde es interessant, wenn so ein Argument gegen das Grundeinkommen angeführt wird, weil so ist es ja die letzten 20 Jahre gelaufen mit der Schaffung des Niedriglohnsektors. Gell? Und da hatte man keine Wahl. Beim Grundeinkommen hat man die Wahl, hat man auch die Wahl, ob man zum Beispiel, weil einem die Erwerbsarbeit so wichtig ist, oder der Hinzuverdienst, auch der kleine, ob man dann mit Billiglohnländern in China oder so konkurriert, oder ob man sagt, nee, das macht für mich irgendwie keinen Sinn, jetzt auch für ein Apfel und ein Ei erwerbstätig zu sein, dann gehe ich hier lieber und bilde mich fort und schaffe vielleicht später mal eine Existenzgründung und eine ganz neue Form von produktiver Arbeit. Gell? Das hat man dann selbst individuell in der Hand, während so jemand wie Hans-Werner Sinn, der hat ja noch ein etwas radikaleres Modell, wo dieses Problem der hohen Anrechnung bei Niedriglohnarbeit besser reguliert werden soll, dass es sich mehr lohnt, Arbeit aufzunehmen. Ja, aber es bleibt ja, dass er die Leute quasi in die Konkurrenz, Billiglohnkonkurrenz mit auswärtigen Ländern von Gesetz wegen hineintreibt. Während ein Grundeinkommen würde es den Einzelnen überlassen. Und wenn das wirklich ein Problem würde, dass man so die Einzelnen gegeneinander ausspielen kann es kein Mensch dem Volkssouverän nehmen, dann einfach die Parteien zu wählen, die dafür sorgen, dass dann auch noch mit einer gewerkschaftlichen Mindestabsicherung trotzdem noch Lohnmindeststandards gelten. Die Freiheit haben wir ja dann immer noch, wenn sich das als Problem erweist. Also da habe ich überhaupt keine Sorge. Ja.
Ja, erstmal danke für den Vortrag. Da müsste es an sein. Rot, wenn es rot leuchtet, müsste es eigentlich an sein. Vielleicht mal so direkt so gerade. Jetzt geht es, ja? Ja. Okay, also ich versuche es. Der Vortrag von Ihnen hat mir gut gefallen. Er war stark philosophisch orientiert. Mich würde gerne der pragmatische Ansatz interessieren. Die Frage konkret an Sie, was meinen Sie, wäre gegenwärtig sinnvoll, um das BGE bald voranzutreiben? Ganz einfach Ihre persönliche Einschätzung. Die zweite Frage zielt ganz woanders hin, nämlich wie lange bleiben uns diese Beiträge hier noch erhalten? Bisher sind sie ja abrufbar auf Servern von der Uni und dergleichen. Gibt es da irgendeine Aussage, ob man die zum Beispiel bekommen kann oder ob die irgendwann mal verschwinden? Also die Frage, wie lange bleibt das der Umwelt oder hier der nachfolgenden Generation erhalten? Die Aufnahmen, gell? Ja. Alle? Alle Aufnahmen. Von den ganzen Sitzungen? Ja, genau. Also die finden Sie... Jetzt sind Sie da, ich weiß. Wie lange noch? Wie lange noch? Also solange ich die da nicht rausnehme, verschwinden die da auch nicht, soweit ich das verstanden habe. Wie? Ja, genau. Man kann die natürlich, könnte überlegen, ob ich die nicht auch bei YouTube noch einstelle, da sind sie noch ein bisschen auf einem anderen Wege zugänglich. Das überlege ich mir gerne noch. Nee, aber die haben so einen Videoserver zur Verfügung gestellt, wo ich den Zugriff drauf habe und wenn ich die da nicht lösche, bleiben die da. Also mir wurde gesagt, das bleibt auch auf Jahre hin so. Aber ich kann das auch noch im Blick behalten, dass das nicht verschwindet, ja. Ja, ansonsten, ich finde, also was für mich gerade ein Thema ist, aber das ist nur eine Facette natürlich von vielen Aspekten, die man da beschreibt. Ich habe ja dieses Netzwerk Grundeinkommen mitgegründet und ich habe jetzt im Moment gerade auch Kontakt zu dem südkoreanischen Grundeinkommensnetzwerk und bin eigentlich ganz begeistert, was die so für Aktivitäten entfalten. Die haben also einen viel engeren Austausch auch mit Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen. Die spielen eine viel größere Rolle in dem Netzwerk. Und sie machen auch sowas wie Grundeinkommensexperimente. Zum Beispiel im Süden vom Seoul gibt es jetzt einen Gouverneur, der zahlt den Jugendlichen, ich glaube so von 16 bis paar 20, eine Jugenddividende, bedingungslos, also nur so auf dieser Altersphase beschränkt, aber es wird eben auch unter dem Vorzeichen, es ist aus dem Grundeinkommensdiskurs herausgewachsen und denen gelingt es irgendwie viel mehr so sehr viel pragmatischer mit Politikern, Praktikern da solche Projekte zu starten, während ich mir ehrlich gesagt sowas beim Netzwerk Grundeinkommen, was ich ja mit gegründet habe, überhaupt nicht vorstellen kann. Also ich habe jetzt gerade ein bisschen mit Verärgerung, muss ich gestehen, so einen Artikel gelesen von dem Roland Blaschke, wo er so die Eurodividende als Idee dermaßen abkanzelt, und zwar immer mit der gleichen Logik, also ein linkspopulistischer Gesinnungsfundamentalismus, der sozusagen die höchsten Maßstäbe aus, ich sag's mal ein bisschen flapsig, aus der Perspektive der Armen und Entrechteten anlegt und dann da so immer so, das Glas ist halb leer, das erfüllt die Eurodividende nicht, das erfüllt sie auch nicht und hier ist sie menschenrechtlich fragwürdig und das ist mängelhaft, wird alles abgekanzelt gegenüber einem der verdientesten, von der ganzen Grundhaltung her integrativsten Figur in der internationalen Grundeinkommensdiskussion überhaupt, dem Philipp van Parijs. Ich weiß nicht, ob Sie den schon mal kennengelernt haben. Ausgesprochen integrativer, sympathischer Zeitgenosse, sehr klug. Und das geht mir wirklich auf den Senkel. Das geht schon seit Jahren so, dass so immer aus so einer linkspopulistischen Warte die höchste Grundeinkommenshöhe, alles so billig für meine Begriffe, wohlfeil als Forderung aufgestellt, statt dass man versucht, viel pragmatischer so Brücken zu schlagen zu verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen und auch durchaus zum Beispiel die Idee eines partiellen Grundeinkommens, die finde ich gar nicht so abwegig. Das ist ja im Grunde bei der Eurodividende auch so. Mit einem kleinen Betrag anfangen, den man dann sukzessive erhöht. Ja, für ein partielles Grundeinkommen europaweit würde für uns vielleicht nicht am Anfang schon ausreichen, aber für einige Niedriglohnländer in Osteuropa wäre das schon ein volles Grundeinkommen. Ne?
Und das wird überhaupt nicht gewürdigt, stattdessen alles niedergemacht von so einem hohen Gesinnungsross. Das ärgert mich wirklich und da könnte ich mir eigentlich eine ganz andere Arbeit auch des Netzwerk Grundeinkommen vorstellen, zumindest von dieser sehr prägenden Figur Roland Blaschke da. Aber das ist nur so eine Facette, es gibt so viele Sachen, die in Deutschland da laufen und vieles läuft ja auch so über die Beobachtung von Unternehmungen im Ausland, ne? Das befruchtet sich ja ständig. Man sieht dann, dass in der Schweiz eine Volksabstimmung läuft, das wirkt wieder zurück auf Deutschland. Bei der Schweiz habe ich beobachtet, mit der Schweizer Volksabstimmung begann in den USA eine Diskussion, dass die amerikanischen Medien diese Idee ernst genommen haben. Offenbar, weil die so eine Art kulturelles Stereotyp im Auge haben, nach dem Motto, wenn die Deutschen sowas fordern, das kennen wir ja schon, ja. Die Deutschen haben immer so verrückte Ideen, die nehmen wir dann nicht so ernst, aber die wirtschaftlich seriösen Schweizer, wenn die auf so eine Idee kommen, das ist doch interessant. Und dann genauso haben die das auch aufgegriffen, dann haben die plötzlich gedacht, ach, wenn die das, dann müssen wir doch mal uns dem näher widmen. Und schon haben die in den USA angefangen, das auch zu diskutieren. Und mittlerweile geht es ja sogar so weit, dass jetzt ein, glaube ich, sogar ganz ernstzunehmender Präsidentschaftskandidat bei den Demokraten im Spiel ist, gell, der da jetzt den Schritt in die Fernsehdiskussion geschafft hat, sogar in der Beurteilung der Zuhörer an 4. Stelle ist von 10, die an der Diskussion teilgenommen haben, der bei Twitter die meisten zusätzlichen Follower über die Fernsehdiskussion generiert hat, also ganz beachtliche Erfolge hat, obwohl er die geringste Redezeit bekommen hat und sein Mikrofon ständig ausgefallen ist. Was man sich in dieser Kombination auch schon, wo man sich schon fragt, ob das jetzt so ein Zufall ist. Ja. Ja. Ich habe noch 2 Bemerkungen, aber auch zum Netzwerk fällt mir dann nur ein, vielleicht sollten Sie einfach auch versuchen, dann ein bisschen mehr Einfluss zu nehmen, denn ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass im Netzwerk Einfluss genommen wird, dass es nicht zu einseitig wird, denn es ist solch eine Vielfalt in diesem Netzwerk, wo Sie wahrscheinlich wirklich, weil Sie Mitbegründer sind, vielleicht auch Ihren Einfluss da unterschätzen und nochmal überlegen sollten, da mehr Einfluss zu nehmen. Das ist nur mal eine Randbemerkung. Und was mich zum Thema Muße noch umtreibt, ist, ich fände es auch ganz wichtig, mal zu untersuchen, was denn sozusagen die Ängste von Menschen sein könnten, wenn denn tatsächlich alle vermeintlichen zwanghaften Arbeiten in dieser Gesellschaft abgelehnt werden würden. Was ist denn dann? Es kann ja durchaus passieren, es kann ja eine Vision sein. Und dann gilt es, sich als Gesellschaft, finde ich, zusammenzutun und darüber nachzudenken, wie bestimmte Arbeiten zu regulieren sind, wie sie durch wen zu machen sind. Vielleicht gibt es auch eine ganze Menge von Arbeiten, die wir Einzelnen schon als selbstverständlich ansehen, dass sie von anderen für uns übernommen werden. Somit würde sich vielleicht mal was ganz anderes entwickeln, wie man welche Arbeiten verrichtet. Ja, und da finde ich zum Beispiel den Fokus auf diese vermeintliche Angst oder Befürchtung zu legen, wesentlich wichtiger als auf die Gegner eines bedingungslosen Grundeinkommens. Und einen Hinweis noch, es gibt seit kurzem ein neues Buch von Daniel Weißbrot, ein Leipziger Buchautor, ein Utopie-Roman. Ich habe ihn in meiner Radiosendung vorgestellt. Der Titel des Buches ist die Geschichte Deutschlands von 2022 bis 2050, wie das bedingungslose Grundeinkommen das Leben und die Gesellschaft veränderte. Und in dem Buch, um dem nicht ganz vorzugreifen, ist dann 2032 wird dann das bedingungslose Grundeinkommen eingeführt durch einen Bundeskanzler.
Und ich kann das Buch nur empfehlen, weil es bringt einfach viel Freude, auch mal sowas ganz anderes zu lesen, so eine Utopie, basierend natürlich auf der jetzigen Situation. Und ja, nur zu empfehlen. Ja, vielleicht, das ist so ein Punkt, den ich doch auch noch gerne sagen würde. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mir geht das so, das klang vielleicht jetzt aus dem, was ich vorgetragen habe, gar nicht so heraus. Manches, da habe ich ja auch so ein Gefühl der Gewissheit, dass es so und so sich verhält, auch entsprechend in Worte gefasst. Mir ist aber schon klar, dass eine Gesellschaft mit bedingungslosem Grundeinkommen doch ein so großer Schritt ist, dass natürlich da viele Ungewissheiten drin bestehen. Das ist mir schon klar. Und ich weiß nicht, ob das Ihnen vielleicht auch so geht. Mir geht das so, dass dieses Gefühl der Gewissheit, das bildet sich bei mir gar nicht so, wenn ich jetzt direkt an die Zukunft denke, wie das mit dem BGE so laufen würde, sondern das bildet sich vor allem aus der Diskussion mit Kritikern und der Art der Einwände, die erhoben werden. Ja, das ist für mich eigentlich so die Quelle, wo sich bei mir so eine gewisse Zuversicht oder auch eine Evidenz bildet, dass da doch was dran sein muss und mich da auch bestärkt. Weil das ist wirklich so eine durchgehende Erfahrung, dass man doch sehr lange suchen muss und auf einer wirklich ernstzunehmenden Argumentationshöhe Einwände vorgetragen zu finden und nicht so komische Manöver, wo man den Eindruck hat, das ist eigentlich gar nicht wirklich eine ernsthafte Auseinandersetzung mit diesem Vorschlag. Und das als solches ist für mich eine empirische Erfahrung, ja, auf der Ebene von argumentativer Auseinandersetzung, die mir immer wieder den Eindruck verschafft, da muss doch was dran sein. Also wenn da so wenig an nachdenkenswerten Einwänden entsteht, dann vielleicht ist es eben wirklich auch einfach so, dass der Zug in diese Richtung fährt und dass das Grundeinkommen dieser Weg in die Zukunft ist und da sonst nur so Abwehrgefechte geführt werden. Aber wie gesagt, der direkte Blick in die Zukunft, da bin ich mir auch dann doch sehr unsicher, was aber, glaube ich, in der Natur der Sache liegt. Die Diskussion geht daher sicherlich weiter. Vielleicht sehen wir uns ja auch bei der Zukunftslabor-Veranstaltungsreihe wieder, die liegt ja nahe, die Argumente, die hier auch so ein bisschen verhandelt worden sind, da vielleicht auch mal einzubringen. Ich werde mich da, glaube ich, drum bemühen. Ansonsten, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, wie hier diskutiert worden ist.